Kurosch hat zum Beispiel vor 2500 Jahren die ersten Menschenrechte verbrieft, ne? In dieser berühmte Zylinder von Kurosch, dieser Rollzylinder, da sind die Menschenrechte in 3 Sprachen und so weiter. Also ganz abgefahren, wie weit die Arier, die Iraner damals schon waren. Und aber leider wird das alles in einen Topf geworfen mit Arabern und Islam und so. Das ist was total Unterschiedliches, das muss man trennen. Und das versuchen wir so Schritt für Schritt. Und wir versuchen hier jetzt erstmal nur Stichworte zu nennen. Ich denke mal, es ist für viele wahrscheinlich genauso auch verwirrend insofern, weil ja, vielleicht müssen wir darauf hinweisen, es gibt eine offizielle Version, es gibt ein bestimmtes Narrativ, was du bei Wikipedia oder sonst wo nachlesen kannst. Und dann gibt es andere Beschreibungen, die gar nicht mal grundsätzlich unterschiedlich sind, aber eben gewisse Details hervorheben, die woanders dann gerne unter den Teppich geschoben werden wahrscheinlich. Oder dass da so eine subtile, ja, wie soll man sagen, eine tendenziöse Schilderung immer stattfindet. Und gerade dann, wenn es mehrere Versionen gibt und man versucht, da irgendwo Antworten zu finden, weißt du, da gibt es ja einen Riesensalat erstmal, ja, was denn nun? Also okay, das stimmt nicht so, wie es da beschrieben wird, aber wie ist es denn dann sonst? Ja? Und da können sich viele, weißt du, es gibt diese ganzen Begriffen, auch die verschiedenen Kulturen und die Überschneidungen. Ich denke mal, ohne Hintergrundwissen, wenn man sich da nicht intensiv mit beschäftigt, ist es nur ein großes Wollknäuel. Ne? Ja, genau, aber zum Glück ist ja der eine Faden da ersichtlich, ne? Und den kann man dann aufklamüsern oder so. Und wir haben ja zum Beispiel vor 2 Jahren dieses wunderbare Thema C gehabt. Und da haben wir ja gesehen, wie Geschichte vor unseren Augen geschrieben wird. Aber noch Ältere erinnern sich an den 11. September. Das war ja mein persönlicher Moment, wo ich damals dann aufgestanden bin und zum Missionar wurde und alle aufklären wollte, ey, die lügen uns an und 11. September, 2 Flugzeuge, 3 Hochhäuser, ey, klopft's nicht bei euch und so, diese Themen, ach, kennen wir alle. So, dann habe ich damals schon gedacht, okay, wenn die ja jetzt schon vor unseren Augen Geschichte schreiben, so war das, ne? Der hat seinen Pass sogar da vor Ort, ne? Stahl ist geschmolzen und der Pass lag da, ne? Der war das. Aber was ich jetzt mal Scherz beiseite mal erinnern möchte, alle können sich noch erinnern, was haben damals die Taliban gemacht, als sie da irgendwie in Afghanistan plötzlich bewaffnet wurden, um es mal nett auszudrücken. Die haben die Kultur gesprengt. Die haben die ältesten und größten Buddha-Statuen der Welt zerstört. Ja. Ikonoklasten kennen wir ja alle, diese Bilderstürmer, und dann später in Syrien, in Palmyra, ganz schnell diese Tempel zerstört und so. Gut, man könnte jetzt sagen, die wollen irgendwelche Spuren verwischen, aber für mich persönlich ist es wirklich so, dass Afghanistan jetzt, um wieder auf das Thema Iran und die Arier zu kommen, was viele nicht wissen, Afghanistan war tatsächlich das erste buddhistische Land der Welt. Afghanistan, ja, diese Antänzer-Typen, so, die man so kennt hier von den RTL-Medien und so, diese Typen, das ist was ganz anderes. Afghanistan, das ist so ein krasses Land, und Afghanistan ist aber auch nur ein Kunstland, so wie Irak ein Kunstland ist, Kuwait, Saudi-Arabien, weil die haben ja teilweise noch gerade Grenzen, kennen wir alle, Sykes-Picot-Abkommen und so im Ersten Weltkrieg wissen wir, diese Linien, diese Geraden. Und Afghanen sind Iraner oder Ostiraner. Und früher nannte man sie Khorasan, das Land der Sonne, aber auch Skythenland, Sistan, also ein bisschen südlicher, heißt heutzutage immer noch eine Provinz. Sistan ist die Kurzform von Sakistan und das bedeutet auf Deutsch Sachsen. Also wir haben in Iran im Osten auch einen Sachsen, so wie es in Deutschland im Osten einen Sachsen gibt. Das ist total abgefahren. Und dieses Skythenland
ist noch mal 'n abgefahrenes Thema. Da könnten wir 3 Sendungen machen über die Skythen. Und, ja, Buddha war ein iranischer Skythe, so gesehen. Und, die Afghanen sprechen ja eine ostiranische Sprache. Und Und, diese stopp. Äh, Du sagst das so, Buddha, aber wo hast du deine Quellen her? Wo holst du das her? Was studierst du an Quellen, um das eben was sind so die Fundgruben, die du benutzt? Ich muss doch den Kopfhörer absetzen. Ja, sprich ruhig weiter. also, ich sehe ähm, diesen Mahayana-Buddhismus oder die ganz anderen buddhistischen Strömungen bis hin zu dem, was man eigentlich früher noch Lamaismus genannt hat, aber jetzt auf einmal tibetischen Buddhismus nennt. Also, es ist ja auch interessant, hier deine ganzen gelöschten Videos und diese ganzen verbotenen Themen von wegen gelöschter Geschichte, veränderter Geschichte, diese ganzen Weltkonferenzen, da hast du ja die geilsten Pioniervideos gemacht in Deutschland. Aber es gab ja auch die Weltkonferenz der Religionen, was viele nicht wissen. Da wurden Religionen erfunden, wie zum Beispiel Hinduismus. Und, es gibt Weltkonferenz der Mediziner, da werden Krankheiten Entschuldigung, Krankheitsbilder nennt man das ja, Knickknack. Ne, da werden Sachen umbenannt. Heilige Krankheit heißt auf einmal Epilepsie. So, das entscheiden die von heute auf morgen. Und auf einmal führen sie die Virologie ein als neue Sparte. Also die haben sogar eine Weltkonferenz der Esoterik gehabt, damals mit Aleister Crowley und so einem deutschen Albin Grau. Da haben die auch so versucht, irgendwas zu machen. Aber meine Indizien, der Buddhismus oder die Definition des Buddhismus ist ja da über diese Weltkonferenz oder Weltausstellung der Religion entstanden. Aber davor war das hatten die ganz andere Namen. Wie gesagt, ein Beispiel war dieser Lamaismus, den man jetzt Buddhismus einfach nennt, oder zum Beispiel der Shintoismus, den man auch irgendwie Buddhismus nennt, japanischen Buddhismus halt, ne? Oder Zen-Buddhismus, ne? Zen-Buddhismus, auch interessant, heißt eigentlich Chan-Buddhismus, heißt eigentlich John-Buddhismus. Und dieser Bodhidharma, alle Kung-Fu-Kämpfer kennen Bodhidharma, der irgendwie den Chan-Buddhismus begründet, war ein indischer Skythe, also auch ein Arier. Auch ganz abgefahren. Aber der Buddha Shakyamuni, also sein Name war ja schon Buddha Shakyamuni, der Buddha der Skythe, der Sakya, Buddha Shakyamuni. Und wie gesagt, die ältesten Statuen sind in Afghanistan und eben nicht in Thailand. Man sieht die Veränderung der Buddha-Ikonographie nach Osten verlaufen, vermischt mit irgendwelchen animistischen Sachen und so weiter, oder nach Norden hin mit Tengrizismus, oder wie man das nennt, Lamaismus. Aber der Ursprungsbuddhismus, diesen Mahayana-Buddhismus, glaube ich auch genannt, führt halt eben auf diese Skythen, diese Arier zurück. Und das ist nur mein Beweis, den ich da anführen würde. Und da könnte man auch in einer eigenen Sendung drüber referieren. Ja, einige bekunden hier ihr Unverständnis, weil es einfach zu viel hin und her ginge. Und das kann ich auch verstehen. Es sind viele Kleindetails, die natürlich sich noch nicht einbetten, wenn man jetzt, weißt du, wir müssen irgendwie versuchen, da einen roten Faden reinzubekommen oder sagen wir mal, das Grundsätzliche noch mal zu klären, worüber wir sprechen. Also, ich meine, der Rahmen ist einfach du hast, als Deutscher, der iranischer Herkunft ist, den Blick auf die Kulturen sowohl in Deutschland als auch im Iran. Und du hast ja anfangs bereits erwähnt, dadurch, dass du eben stark, religiös, und zwar islamisch erzogen wurdest, hast du dann, ich weiß nicht genau, mit welchem Alter, wie alt du da warst, aber wahrscheinlich war es ein schrittweiser, Prozess. Hast du dann geschaut, was gab's vor dem Islam? Ne? So, das ist sozusagen der Rahmen, den wir hier haben. So. Ich kann nicht viel dazu beitragen, weil ich da überhaupt nicht belesen bin. Und ich kann dir auch nicht widersprechen, dass ich sage: „Du, äh,
Der Gelehrte sagt aber was anderes. Ähm, Leute, nehmt's einfach erst mal so auf, ähm, lasst es mal so in der Luft stehen, und wir versuchen es möglichst einfach zu halten. Ich habe Ja, wieso habe ich Stress? Nein, ich habe, ja 'ne rote Stirn. Das es ist ist ja ja aber wahr. jetzt soll hier jetzt bitte nicht das Thema sein. Das sind Hautprobleme aufgrund, Schwierigkeiten im Wir Alter. sind ja wirklich jetzt im Zeitalter des falschen Wortes, ne? Da reicht ja ein falsches Wort, und, da ist ja sofort, Weltbilderschütterung oder wie Ne, man es ist ja auch nicht repräsentativ. Also, viele können damit wahrscheinlich schon was anfangen und schreiben's halt nicht. Also, das muss man auch mal bedenken. ja, und ich hätte vor einigen Jahren mit Sicherheit auch einige dieser bestimmten Fragen gestellt, aber das ist ganz normal. Das ist, manche sind auch, meinen's witzig, manche sind vielleicht auch einfach, ja, voreingenommen, ne? Aber es ist auch ganz toll, dass man so 'ne Diskussion anregt, dass man Gedanken anregt, ne, den geistigen Funken, der vielleicht so 'n Weltenbrand, ne? Also, wenn wir nur 3% der Zuschauer irgendwie erreichen mit diesen Themen, haben wir schon viel erreicht. Aber erfahrungsgemäß kommt da, sowieso, alles so langsam peu à peu zur Geltung. Deswegen habe ich da auch gar keinen Anspruch, dass alle mich verstehen müssen, sondern deswegen habe ich ja meine eigene Methode, die ich CAR nenne, Arbeit am Selbst, kreiert, wo man einfach selbst Erfahrung machen kann ähm Mhm. und das alles Kurze außer das mhm. Buchwissen und auch, Buchunwissen, das kann man ja das habe ich auch alles nur irgendwo aufgeschnappt und, so 'n Potpourri gemacht von Wissen und, Glauben, ne? Also, Kurze Info noch: Nein, wir können hier beide Chats lesen, sowohl DLive als auch YouTube. Und, wir haben auch die Möglichkeit, beides, einzublenden, nur dass ihr's wisst. Ich könnte theoretisch auch den Chat hier mit einblenden. wir können ja auch so Gewinnspiele machen, aber so, wir sagen 'ne Quiz und, was weiß ich, Challenges sagen die jungen Leute heutzutage, ne, dass man sagt, wer hier Faktenchecker gibt's doch überall, esoterische Faktenchecker. Also, vielleicht noch als was auch meine Antwort oder mein Grund war, warum ich dir auch gleich geantwortet habe und gesagt habe: „Ja, gerne können wir das machen." Ähm, Ich bin da ja auch auf der Suche, aber wir sehen an so vielen Stellen, dass eben, sage ich mal so, vor der offiziellen Geschichtsversion es Dinge gibt, die uns alle, verbinden, bevor sich diese ganzen jetzt scheinbar getrennten Kulturen und Religionen und, Rassen und sonst wie auf der Erde separiert haben. Also, dass es durchaus mal 'n Blick wert ist, danach zu schauen, ähm, dass es nicht immer so war, wie's jetzt ist und, ähm dass wir natürlich das nicht wissen können. Und wenn uns irgendjemand erzählt, so war's, äh, dann können die das auch nicht mit Sicherheit sagen: „So war's", ne? Und, das meiste ist ja auch nur Geschichte, ne? Also, ich höre mir halt gerne Geschichten an. Aber jetzt kommen wir ja zu dem anderen Thema, die unmittelbare Erfahrung. Das ist ja das Spannende. Du hast ja auch schon spannende Sendungen gemacht. Ich habe auch dein Interview gesehen mit Markus Berger vom Nachtschattenverlag. Wow, ne? Also, Leute, lest euch diese Bücher durch, bevor ihr diese Themen hier aufschnappt, ne? So die Lehrerpflanzen und so. Weil ich sage jetzt ganz konkret, in der iranischen Gnosis, in dieser arischen Mystik gibt es auch, diesen Kult um den Rausch, Homa oder manche kennen dann im Roma. weiteren Mhm, genau. aber Homa ist, es gibt auch den Spirit-Vogel, Spirit Eagle, Geistvogel, Homa, überall in der Darstellung. Und die haben da DMT genommen, ne? Und, da gibt's auch ganz viel Hinweise, auch bis hin zu der griechischen Mythologie. Und jetzt warte mal, weil an der Stelle das ist ja mein Lieblingsthema. Weil wenn man sich bewusst macht, dass am Anfang von vielen Kulturen diese Rauschkultur steht, das möchten viele heute gläubige Menschen gar nicht hören oder lesen, dass ihre Religion
entstanden ist oder nach einer Rauschkultur, wo es aber nicht um, also opiummäßige Drogen ging, sondern um DMT und Soma und eben, Psychedelika im klassischen Sinne. Und, der Samorini, das ist 'n Italiener, der hat auch „Rausch und Mythos" geschrieben und das Buch geht eigentlich nur die ganzen Schöpfungsmythen der verschiedensten Länder auf der Welt durch, ja? Und das ist auch hochinteressant, wie viele Parallelen es dort gibt, ja? Und gerade das Soma war ja über 'n ganz weiten kulturellen, also so kulturell übergreifend sogar, in Verwendung. In den Veden ist davon die Rede. Im Nahen Osten kann man es zurückverfolgen. Die Experten streiten sich noch, was jetzt genau die Zutaten waren, welche Pflanzen, aber es gibt ja auch Funde, die das, zeigen. Und jetzt sagst du auch, im Iran war das so. Das wusste ich jetzt nicht, aber ist interessant. Ja. Also, nicht nur hier DMT als, eines der wichtigen Themen, sondern wenn wir dann eben nach Ostiran gehen, ne? Man sagt zwar Cannabis Indica, ne, weil man das halt eben jetzt kommt's. Ich als Iraner denke natürlich, das ist 'ne Verschwörung, dass sie das Indica nennen, weil das war auf iranischem Boden, die Pflanzen, die sie da gefunden haben. Aber damals haben sie's dann halt eben, weil es im Industal war, also am Fuße des Himalaya, also die Sakratten haben's dann Cannabis Indica genannt, weil es ist ja Hindustan, Indien. Aber ist auch egal. Indien und Iran sind ja die Nachbarkulturen und beide verwenden das Hanf. Aber, den Hanf, und es ist auch egal, wer der Erste war oder der Zweite, aber das ist nur 'n Beweis, dass ja schon im botanischen Namen Cannabis Indica, ja schon drinsteckt, dass das ja da scheinbar irgendwie kultiviert wurde. Und, hm, auf Iranisch heißt es Shahdane, also Ashadana auf Altiranisch, die auf Deutsch übersetzt die Pflanze des kosmischen Bewusstseins. Das ist total Wow. Hanf. Noch mal, wiederhol das noch mal. Dane, die Pflanze des, also die Saat, Dane, Dune, das Teilchen des kosmischen Bewusstseins. Und Und das ist die Wortbedeutung. Shahdane, genau. Manche sagen dann so Ganja in Indien, Ganj ist aber auch, Ganj ist so was wie Nutzen, weil man ja, das ist ja auch 'ne Nutzpflanze und, bringt Segen und in vielerlei Hinsicht, und deswegen nennt's ja auch da manche Leute Ganja und so, aber auf Iranisch heißt das Shahdane. Ja. Und das Kurzer Nachtrag noch hier, weil Q-Magic schreibt: „Religionen sind geschaffen worden, um sie gegeneinander auszuspielen und du klammerst dran, damit dir das Sterben leichter fällt." Ja, das war aber dann erst in der Folge so. Also, die Entführung dessen kam dann, das mag sein, aber die Entstehung, da gibt's halt auch viele Hinweise und selbst äh ja, die christliche Ikonografie und andere Sachen gibt's starke Hinweise darauf, dass es eben aus einer Kultur hervorging, die psychedelische Substanzen rituell genommen hat und es ging nicht nur um die Substanz, sondern es ging um die Gotterfahrung, um die Naturerfahrung. Wie man das erreicht, da haben die Menschen halt gemerkt mit den Substanzen, das sind echte Helferlein in dem Bereich. Aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, ähm, was in Südamerika zum Beispiel passiert ist mit Psilocybin konsumierenden, ähm, indigenen Völkern, wobei auch das wieder natürlich Propaganda sein könnte der In Konquistadoren, die es nur schlecht machen wollten und vielleicht waren die Rituale gar nicht so blutig, aber da gibt's ja auch entsprechende Darstellungen, dass das Herz rausgerissen wird und so weiter. Also, ich will hier nichts glorifizieren, will ich nur sagen, sondern wir suchen einfach mal gemeinsam und ich finde es interessant, ähm, eben, dass man diese ganzen, äh, ja, die Begebenheiten ergründet und dann
Ja. Und wenn man dann eben zu dieser unmittelbaren Erfahrung kommt, dieser Gotteserfahrung, deshalb nennt man sie auch Entheogene, also Entheo, der Gott im Inneren. Innere, dein Gott in dir hervorbringen, ja, Genau. generieren. Und Mhm. das sind halt eben nicht, wie hier im Gesetz steht, Betäubungsmittel, sondern ganz im Gegenteil, das sind Sensitivierungsmittel. Also, ähm, jetzt gab's natürlich auch und jetzt ganz wichtig das Thema Alkohol, ne? Und wir reden ja auch hier von den Spirituosen, also die Spirits. Und jetzt kommt's. Jetzt erklärt ein Iraner mal den deutschen Zuschauern, ähm, oder fragt erst mal, ob irgendjemand weiß, wie das deutsche Wort, für Alkohol lautet. Ha, aber deine Zuschauer wissen's natürlich. Viele wissen's gar nicht. Ganz intere Spiritus. Ich mache 3. Die Lösung lautet Geist. Ja, Geist, Spirit und, Sprit, ne? Und deswegen ich habe zum Beispiel durch diese islamische Erziehung so 'n Anti-Alkoholismus entwickelt und dann habe ich zum Beispiel irgendwann so wirklich mich dann mit dem Thema Alkohol so langsam so wieder beschäftigt, weil es gibt eben in Iran auch diesen Alkoholschamanismus. Total abgefahren. Es gibt regelrecht Dichter, Rauschdichter, Rauschpoeten. Der bekannteste ist, zum Beispiel, Hafez, der sprach von Trunkenheit oder Khayyam, kennen auch viele oder eben weltbekannt, Rumi, dieser Maulana, Den ne, kenne ich. der übrigens auch Afghane war, was auch viele nicht wissen. Der hieß ursprünglich Balchi. Den hat man Rumi genannt, weil er in Rum gestorben ist, also der iranische Name für Rom, Ah, weil das heutige Türkei war damals Ostrom, deswegen hat man ihn Rumi, den Römer, genannt. Aber der hieß Mohammad Balchi, Jalaluddin, Balchi, aus der Stadt Balch im heutigen Afghanistan. Aber Afghanistan ist auch nur am Zeichenbrett entstanden. Afghanistan war immer 'ne iranische Kultur und eben früher skythisch. Ganz interessant, die Skythen, die Sachsen, diese Skythen, die tauchen nirgendwo auf in den, Geschichtsbüchern und wenn, dann immer nur so als Steppenvölker, irgendwelche Sippschaften, die da irgendwie Unwesen getrieben haben und so Tartarier, da hast du ja auch legendäre Videos gemacht, aber sogar die alten Griechen haben ja ihre Unterwelt Tartaros genannt. mhm. Das ist nur 'n Hinweis, ne? Wenn man wie sagt man, wer hier Nada Brahma, alles ist Klang. Es ist nicht wichtig, was im Duden steht, sondern wie phonetisch der Klang ankommt. Und, wenn du 'n Engländer sagst Soul, dann kann es sein, dass er denkt Fußsohle oder Seele. So das Höchste und das Unterste, so nach dem Motto. Aber Sprache ist insofern wichtig, weil wir gehen in Richtung Mantra, Gebete, die kommen ja in allen Kulturen oder in diesen Religionen vor. Anrufungen, auch 'n schönes deutsches Wort, Anrufung, wie hier Telefon. Anrufung und, besetzt sein. Es ist besetzt und, und so weiter. Die Welt der Geister und eben überbewusstseinsverändernde Zustände, aber das wissen wir alle mittlerweile, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ja, ihr habt recht, Drogen sind böse. Alle, die sagen, das ist böse, Marlene Mortler, wie es so schön heißt, ne, Mortler Combat, ne, ihr habt alle recht, Drogen sind böse, aber eben diese ganz spezielle Bereich dieser Entheogene, die wurden früher religiös, zeremoniell eingesetzt und, heute haben die Leute so 'n kleines Gefühl dafür, wenn sie so 'n Ayahuasca-Ritual machen und da witzigerweise auch so christliche Symbolik wieder entdecken und so weiter. Und das ist so interessant, dass die so mit ihrem Christentum da in Heilung gehen und dann später merken: „Ah ne, das war mir aber doch zu viel Christentum. Ich rauche doch lieber DMT zu Hause.“ Also, die Leute, die auch da merken, ja, überall hat sich halt diese Religion halt, diese institutionalisierte Religion eingenistet und das hat auch was zu tun mit der Degeneration aller Dinge, mit der, Vergänglichkeit aller Dinge. Eine lebendige Lehre ist halt nicht mehr lebendig, wenn die lebendigen Meister und, lebendigen Vorbilder sterben und weggehen. Und von daher
haben, jetzt kommt's, die alten Meister meiner Meinung nach sich da auch schon überlegt, wie könnte man das Wissen in die Nachwelt überliefern und haben deswegen ihre Lieder, ihre Symbole, ihre Mythen, Aphorismen und so weiter entwickelt. Und daran können wir so ein Gefühl bekommen, wie sie früher gedacht haben und so weiter. Aber vieles ist auch, wie du schon sagst, symbolisch, sinnbildlich. Und wenn das Blut der Maya vielleicht auch nur 'n Symbol ist, oder hier, ich glaube, ich war der Erste hier im deutschsprachigen Raum, der die These aufgestellt hat, hier, dass diese Scientology hier mit Adrenochrom und so weiter dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, damit die Leute denken, Millionen Kinder in Untergrundbasen. Und ich glaube mittlerweile, das ist nur eine These, dass das vielleicht auch nur ein Sinnbild sein könnte für die Millionen Kinder, die morgens früh eingesperrt werden in den Schulen und zwangsindoktriniert werden. Und das ist alles vielleicht sinnbildlich. Und auch allein dieser ganze Golgatha-Mythos, der in der Bibel beschrieben wird, da hat ja auch Rudolf Steiner drüber geredet. Ne, das ist der persönliche Leidensweg. Das ist vielleicht nur ein Symbol. Und naja, wir könnten da jetzt so viel sagen, aber jetzt ganz konkret in Ja. Iran gibt es halt eben da was Originäres. Und das finde ich halt total spannend, dass es auf der einen Seite total greifbar ist, andererseits aber, ja, es liegt halt darum und da interessieren sich die Leute nicht für. Aber hier in Deutschland sind die Leute ja, Interessieren sich die Leute generell nicht für in Deutschland oder im Iran oder beides? Also, es ist nicht im Bewusstsein, so wie du's es wahrnimmst. ist nicht im Bewusstsein, auf was für einen Goldschatz die Menschen sitzen. Also das einfachste Beispiel hier in Deutschland, die Menschen merken, wie toll sie es hier haben, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwo in Afrika einen Elektriker bestellen oder so, der der dann die Kabel irgendwie so macht, wie er will und nicht so wie nach Farben und oder ja, die ganzen Sachen, die man dann wertschätzt, was hier ist, wenn man mal irgendwo anders ist. Und ich glaube, dass das wirklich auch mein persönliches Glück ist, dass ich nicht in Iran aufgewachsen bin und deswegen einen anderen Bezug habe. Vielleicht eine romantische, vielleicht eine idealisierende, aber mir geht es auch gar nicht darum, Iran zu idealisieren. Mein Gott, gerade wir, die doch dieses Thema Arbeit am Selbst angehen, entfernen uns von diesen künstlich gemachten Ländergrenzen und Länderflaggen. Und Flaggen sind doch auch nur Wappen, sind Waffen, sind äh, irgendwelche Kunstprodukte. Das, was die Menschen Die Grenzen so auf in Afrika zum Beispiel, diese willkürlich gezogenen Grenzen, das versinnbildlicht für mich schön, dass die Welt, wie eine Viehzuchtfarm ist, ja? Also, es sieht fast aus wie abgesteckte, ähm, Weiden, ja, wo die Menschen gezüchtet werden. Also, so und sich dessen bewusst zu machen, das brauche ich euch nicht zu sagen, ihr wisst das, aber man kann sich ruhig immer mal dran erinnern, dass diese ganzen Definitionen, Begrifflichkeiten, diese Kultur oder die Russen oder die Iraner oder so, das ist alles nicht differenziert genug. Man muss einfach gucken, was ist die Kultur, wie wurde darauf Einfluss genommen und so weiter. Es ist schwierig, und da ein echtes Bild von dem zu bekommen, was ordinär, was organisch gewachsen ist, weil so viel künstliche Manipulation stattfindet. ja, oder so ganz witzige kleine Sachen wie zum Beispiel in Japan sagen die ja Origato, weil die scheinbar von portugiesischen Seefahrern inspiriert wurden, die Obrigado gesagt haben. Ne, und, oder genauso in Iran sagt man jetzt nicht das schöne Wort Sepas zu Danke, so wie im Russischen das Spasiba. In Iranisch heißt es Sepas. Ne, in Iran sagen sie alle Merci. Das ist aus dem Französischen entnommen. Und ich will nur sagen, das ist nicht nur bei Wörtern so, das ist auch mit bestimmten Ideen und Sinnbildern. Alleine, was die Freimaurer
fabriziert haben oder angerichtet haben seit dem 18., also die englischen Freimaurer seit dem 18. Jahrhundert mit ihren Vereinsgründungen weltweit in den Logen. Das ist Operation Mindfuck, um Robert Anton Wilson zu zitieren. Das ist Operation Mindfuck, was die da gemacht haben. Oder die Freimaurer mit ihrem Zirkel um Winkelmaß. Ja, das ist ja im 18. Jahrhundert, da ging es darum, die haben die Welt vermessen. Und die ganzen Leute wie Blavatsky und so, ja, damals gab es auch schon Frauenlogen. Blavatsky und Gurdjieff, Crowley, die haben auch quasi im Auftrag gewisser Leute die Welt vermessen, spirituell vermessen und geguckt, was gibt's wo und wie. Und ja, solche großen Okkultisten waren noch mit den Präsidenten und den Königen in Kontakt und wo haben sie beraten. Und früher hatte jeder König einen Hofmagier und Hofalchemisten. Also die haben wohl damals schon sehr viel auch wie mit dem Beispiel Taliban, wo vor unseren Augen oder 11. September, wo Geschichte verzerrt wird oder umgeschrieben. Oder auch noch krasseres Beispiel hier in Deutschland mit der Kriegsschuldfrage, aber das ist heißes Eisen, dürfen wir, glaube ich, hier nicht ansprechen. Das geht an einem vorbei und dann denkt man, ja gut, das ist dann halt die Geschichte. Aber wenn die jetzt vor unseren Augen doch schon so manipulieren und täuschen, wie war es dann vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren? Von daher bilde ich mir da auch gar nichts drauf ein, auf diese ganzen tollen Namen und Ränge. Ich gucke nur wirklich diese 3% Essenz und was man daraus entziehen kann für die Arbeit am Selbst. Und Da kommen wir ja nämlich jetzt auch langsam hin. Da gab es noch zwischendrin ein paar Fragen. Abseits davon, dass eben manche sagen, ja, sie finden es interessant, manche sagen, es ist schwer zu verstehen, es würde zu sehr hin und her springen. Ich weiß, das sind viele Details, weißt du, die sprudeln bei dir vielleicht raus und weil du das, wenn du gerade von dem einen erzählst, fällt dir das dann dazu ein und es passt auch, nur für Außenstehende ist es mitunter vielleicht schwer. oh ja, Dann wurde gefragt, was das für Bilder sind hinter dir. Vielleicht das zur Auflockerung, das ist was Einfaches. ja, das ist der berühmte Zodiac von dem Künstler Jofra, Johannes Bosgaard, ein holländischer Mystiker, sollte eigentlich jeder kennen. Und der war Rosenkreuzer, Magier und so. Und diese Bilder sind im Grunde nicht nur Dekoration, sondern auch Studienmaterial für Astrologie und auch ein bisschen Tarot und Numerologie. Und genau, aber Insider kennen die Bilder und da arbeiten wir mit und sieht schön aus. Das ist halt die ideale Kombination. Und genau, und deswegen, ne, das ist ja auch zum Beispiel ein Thema aus der alten Welt, ne? Astrologie. Kennt jeder, ne? Was bist du? Ich bin Schütze. Ja, dann bist du sensibel und so, ne? Das ist ja auch irgendwie Wissen aus der alten Welt. Aber bei dem Thema Astrologie zum Beispiel sehe ich persönlich auch ein Sinnbild für die psychische Entwicklung im Jahreskreis. Ungefährer Anhaltspunkt, ungefährer Leitfaden, wie sich die Psyche im Jahreskreis bewegt oder was für Herausforderungen kommen können, ne, und so weiter. Also deswegen nimmt man das Wissen, was vorhanden ist, oder das Halbwissen oder das Glauben und überprüft es. Und bei dem Thema Astrologie kommen wir ja sofort in das Metier, was einen wirklich sprachlos macht, ne? Genauso wie Tarot, Kabbala und diese ganzen Themen, wo man denkt, ja, das ist ja irgendwie interessant. Aber gut, ich habe jetzt auch schon 7 Monate lang YouTube-Videos gemacht und festgestellt, ein Dreieck zu viel und dann bist du direkt schon Satanist und die haben ja das gesagt und jenes und man kann es nicht allen recht machen und das ist wirklich auch Hot Stuff, um es nur Visosprache auszudrücken. Das ist auch nicht jedermanns Sache, aber wirklich, wir haben einen sehr interessanten Schatz, auf dem wir sitzen. Wenn wir jetzt uns
Arbeit am Selbst, Bewusstseinsevolution entwickeln. Ja, das ist wahrlich ein Schatz, das glaube ich auch. Jetzt wird hier schon gefragt, was wir wohl astrologisch sind. Ja, schreibt ihr doch mal, was ihr seid. Wieso fragt ihr immer uns? Also ich bin Löwe, Aszendent Steinbock, da mache ich kein Geheimnis draus, weil ähm, es hat noch keiner richtig einschätzen können, von wegen, dass er richtig das gesagt hätte. Also wenn Menschen mich fragen, sage ich meistens, ja, tipp mal. Und bis jetzt hat es noch nie gestimmt. Ja, genau. Weil alles ist in allem. Das ist die allererste Regel in der Esoterik. Alles ist Geist. Und wenn wir da diese 12 Zeichen uns anschauen, das ist der Himmel, also der eine Himmel, das All. Also wir sind das All. Und das ist dann insofern interessant, ja, was hat das denn jetzt alles zu tun? Und da komme ich dann mit meiner persönlichen Interpretation der ganzen Sache und sage, das muss lebendig und erfahrbar sein. Das ist ein Wissen aus der alten Welt. Früher haben die Menschen noch in den Himmel geschaut, da gab es noch nicht so diese Lichtverschmutzung. Und da hatten sie halt diese 7 Sterne oder Planeten, diese Wandelsterne, die dann eben so Anhaltspunkte waren. Und dann haben sich Geschichten entwickelt um Sternbilder herum. Auch einfach nur, manchmal waren es auch einfach nur Eselsbrücken zum Merken. Ne? Es ist nicht alles immer mystisch und esoterisch. Manchmal sind es einfach nur Merksätze. Und aber es ist insofern interessant, wenn man dann wirklich mit diesen Planeten arbeitet. Und heutzutage, Stichwort NASA, die das Logo mit der Schlangenzunge haben, ja, die NASA, die den Himmel verdeckt und uns dann Daten liefert, das ist was anderes. Wenn wir von Astrologie bei mir in Kar sprechen, dann geht es wirklich erstmal um Sonne und Mond. Das sind die 2 Planeten, die erstmal richtig offensichtlich sind, mit denen wir arbeiten können. Guckt euch mal meine Bräune an, ja? Warte kurz, bevor wir da einsteigen, da steigen wir gleich ein in das Kar. Noch eins kurz Nachtrag. Du hattest eben gesagt, die Buddha-Statuen wurden von den Taliban zerstört. Da hatte einer dazu geschrieben, nein, es war der IS oder ISIS, die das gemacht hätten. Und da kam dann noch die Ergänzung, ISIS ist eine Kreation vom CIA, Mossad und MI6, aufgefüllt mit muslimischen Legionären. Viele davon sind Tschetschenen. Die haben auch gezielt Artefakte in Syrien und Irak zerstört. Genau. Und dann hat dich jemand gefragt, Flo, oder bitte frag ihn, was würdest du uns als Gesellschaft empfehlen? Also die Frage an dich, was würdest du uns, also alle, die zuschauen, als Gesellschaft empfehlen? Ist ja keine kleine Frage. Also ich empfehle Arbeit am Selbst. Denn, und da kommen wir zum Kern der esoterischen Botschaft, zumindest der gnostischen Botschaft, dass wir Mitarbeiter des Höchsten oder der Höchsten der Lichtkräfte, nennt sie wie ihr wollt, werden können, beziehungsweise, und dann gehen wir sogar noch eine Stufe weiter, in dieser Gnosis befiehlt man regelrecht Gott. Warum? Denn Neurologie ist Befehlssprache, Kommandosprache. Ich bin. Und das ist diese Idee von, dass wir eben Geschöpfe Gottes sind und Schöpferkraft haben. Und wenn wir Arbeit am Selbst betreiben, dann passiert was in der Welt, auch wenn ich das jetzt nicht beweisen kann. Aber ich habe Hinweise darauf. Es gibt diese Meditationen in Kalifornien, wo sie dann gesehen haben, ich glaube Maharishi Mahesh, dieser Beatles-Guru, die haben dann da transzendentale Meditation, glaube ich, gemacht und dann ging die Kriminalitätsrate runter. Oder hier diese Ho'oponopono Heilrituale. Da hat doch so ein Arzt in einem Knast mit so Intensivstraftätern Ho'oponopono gemacht irgendwie und da war irgendwelche Wunder, die geschehen, wenn man innere Arbeit macht. Und da kommen wir zum Kern der Mystik. Ne? Die Christen nennen das halt eben Leidensweg Jesu. Rudolf Steiner hat es Golgatha-Mythos genannt. Bei den Schiiten gibt es den Aschura-Mythos, wo man für die Sünden der Welt stirbt, das Leid der Welt auf sich nimmt. Gurdjieff sagt, Transformation, wir sind ein
Energieumwandlungsapparat. Wir transformieren die niederen Kräfte, sublimieren sie nach oben und Rupert Sheldrake nennt sie morphische Felder, die dann dadurch verändert werden. Und ja, wir haben ein kollektives Karma, wir haben vielleicht ein persönliches Karma, wir können, und das kann jeder für sich nachprüfen. Es gibt zum Beispiel Karma-Yoga. Oder definiere doch erstmal Kar. Was ist das? Oder hast du den Namen gegeben? Ist das etwas, was du entdeckt hast? Ist es eine Kombination aus verschiedenen Versatzstücken? Also hast du dir sozusagen etwas, das soll nicht abfällig klingen, zusammengebaut, zusammengebastelt oder kombiniert? Ist das ungefähr so? Ja, das ist ein Potpourri. Das ist, guck mal, die Natur basiert auf. Also von Selbsthilfetechniken. Ja, genau. Ich habe übrigens so ein cooles Luigi Colani-Video gemacht. Zieht euch alle Luigi Colani rein. Das ist der witzigste Typ der Welt. Luigi Colani, der ist gestorben. Auf jeden Fall, der hat auch gesagt, alles ist kopieren. Die Natur kopiert. Und Zellteilung, alles in der Natur, Schöpfung, Geburt, alles ist kopieren. Das Prinzip von kopieren. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich kopiere einfach alles, was ich gut finde, und was ich nicht gut finde, lasse ich raus. Und insofern ist das. Wo hast du dich da bedient? Ich habe mich bedient eben aus den Sufi- und Derwisch-Strömungen, weil es gibt ja die singenden und die tanzenden Derwische. Ne? Alle kennen diese Spiraltänze von den tanzenden Derwischen. Es gibt aber auch singende Derwische, ganz viel auch hier in Europa, Albanien. Ich habe 7 Jahre lang Gurdjieff studiert, also jetzt leider nicht an der Uni Köln, sowas wird es in 100 Jahren nicht geben, aber wirklich bei so lebendigen Meistern. Ich habe Kung Fu gelernt, ich habe versucht, da so diesen Shaolin-Assassinenweg, Ninja, also ich war da ein bisschen jünger und wollte da so ein bisschen, ich habe dann Yoga versucht, auch eine Weile studiert, und daraus habe ich alles so meinen eigenen Synkretismus, sagt man, entwickelt. Genau, das ist das. Und ich finde, das ist gerade das Ding der heutigen Zeit, weil eben diese institutionalisierten Religionen, die sind eben so starr, und da kommen wir eben auch zu dieser iranischen Kultur, und da kommen wir zu diesem Ahura Mazda, das ist dieser Titan der Weisheit und der Wahrheitsfindung, aus dem im griechischen Prometheus, der Vorhersehende, der Vorausschauende entstanden ist. Der Titan der Weisheit, also kein allmächtiger Gott wie bei den Juden. Iraner sind keine Juden, Moslems oder Christen, die an einen allmächtigen Gott glauben, sondern Ahura Mazda ist eigentlich der Gott der Weisheit. Und da geht es halt darum, in einer Art Dialektik das Beste zu finden. Also das beste Ascha heißt das. Total geil, das beste Ascha. Und der Name von diesem Gott heißt übrigens Ahura Mazda, der große Baumeister aller Welten. So sagen die Freimaurer übrigens zu ihrem Gott. Und das Wort ist aus welcher Sprache? Iranisch. Ahura Mazda. Die Automarke Mazda aus Japan, die hat sogar dieses Logo, das soll stilisiert diesen Frouhar, auf Deutsch Freiherr, darstellen. Könnte ich auch jetzt teilen, wenn du erlaubst. Dann share ich mal den Frouhar, der dann eigentlich Freiherr, das ist meine eigene Darstellung. Ich würde mal interessieren, was die Erhard Landmann-Kenner zum Thema Sprache, auch aus dem Iran, was die da sagen würden. Aber da verzetteln wir uns jetzt, wenn ich das auch noch anspreche. Aber danke an den Chat nochmal an dieser Stelle. Ich bin total begeistert, dass hier doch 500 Zuschauer jetzt sich eingefunden haben. Wow. Also, ich bin platt. Wie gesagt, spart nicht mit Kritik, aber seid bitte nett. Und ja, ich versuche dem Chat zu folgen und gleichzeitig dir auch zu folgen. Es kann aber sein, dass mal ein oder was durchrutscht. So, jetzt hast du hier das Bild. Das zeigen wir jetzt mal. Genau. Das ist insofern interessant, weil diese Figur übrigens des Hermes Trismegistos,
Ja, aber Ähm die und ne, sag du erst mal. Ja. Ne, ne, bitte. Ja, ne, das kenne ich aus dem Zoroastrismus, ne? Ja, Diese genau. Und die der Hegel war ja 'n riesiger Fan von Zarathustra und oder auch Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Ich glaube, Wagner hatte sogar als, Theaterstück oder so aufgeführt, weiß ich nicht, aber ich glaube, Strauss hat die Musik dazu gemacht. Richard Strauss, dieses Ja, also berühmte sprach Werk. Zarathustra. Ja, ja, genau. Und die waren doch alle Fan von diesem Übermenschen. Und die Idee des Übermenschen ist eben, dass man, seine Seinsstufe, das klingt jetzt schlimm für so, Leute, die jetzt Diskriminierung wittern. Es geht nicht darum, andere als Untermenschen anzusehen, aber es geht wie im christlichen Sinne um die Menschwerdung, dass wir als menschliche Wesen geboren werden und erst mal Mensch werden müssen. Nicht hier im Sinne von erst einmal Rechte erlangen, darum geht's gar nicht, Menschenrechte zu erlangen, sondern es geht darum, Charakter zu entwickeln. Und hier gibt's eben das, was dieser Zarathustra hinterlassen hat, diese 3 Kommandos, diese 3 Befehlszeilen: gut denken, gut reden, gut handeln. Und deswegen hat man ihn den dreifach großen Meister auch genannt. Und daher haben die, Neuplatoniker spätestens dann angefangen, ihre Figur des Hermes Trismegistos, da zu kreieren. Ganz Also interessant. ist sozusagen das die Entsprechung zum Hermes Trismegistos, was Genau, ja weil auch die die Griechen Entsprechung von Tod dem Atlanta ist. genau. Die Atlanter sagen, das waren Atlanter, die Griechen sagen wahrscheinlich, das waren Grieche. Mit Sicherheit, sagt jeder was anderes und darum geht's ja auch gar nicht, sondern in Iran gibt's halt einen Hinweis darauf eben und auch hier diese Symbologie, ne, mit diesem goldenen Ring, da, was wir im Kor neues Fundament nennen. Kor heißt übrigens nur übersetzt Arbeit, aber eben Arbeit am Selbst. Und das ist genau auf der Höhe von dem, neuen Fundament. Das ist so 'ne Übung, die wie beim Yoga, Ujjayi-Atmung und so weiter mit, Bandhas. Na ja, und dann, auch interessant, dass in der iranischen, Kultur sagt man zur Begrüßung Drud. Das Wort Truth, also Wahrheit, kommt von dem Wort Drud, ähm, stammt von diesem Wort ab und, man hat sich also zur Begrüßung die Arier in vorislamischer Zeit, die heidnischen Arier haben Drud zur Begrüßung gesagt, also Wahrheit. Und jetzt sagen die Salam, das ist von den Moslems, dieses, Friede, ne? Jetzt geht's um Frieden. Das sehen wir auch heutzutage, Frieden, über alles, ne? Hauptsache Frieden, bloß keine Streitkultur, denn die haben gesagt: „Truth über alles, Wahrheit über alles." Da fühlt 'n Deutscher direkt mit, ne? Ja, und Lieber Frieden, das Wort also Ja? wenn ein Frieden hergestellt wird, dann muss es ja vorher einen Krieg gegeben haben. Ja, genau. Und hier sehen wir zum Beispiel die Idee seht ihr das Bild von diesem Menschen? Das ist einfach 'n schönes Bild, was ich so darstellen will. Das Prinzip, das Sinnbild für so Energiearbeit, ne? Dass man im Grunde auch 'n Knoten im Himmel lösen kann. Also, so man sieht 'ne Verstrickung wie einen Knoten mit irgendwelchen astralen Larven. Rudolf Steiner hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass man, wenn man jetzt hier so meditiert und so, dann ist man eigentlich nur Futter für die Insekten also die niedersten Wesenheiten der nächsthöheren Welt. Total witzig. Und deswegen man denkt immer, man redet mit Gott, aber eigentlich ist so 'n Insektoid einen am Auspressen oder so 'ne Idee von, was macht man eigentlich bei der Energiearbeit? Und hier sieht man, man hat die Idee eben beim Mithraismus, bei dieser Gnosis, dass man den Göttern hilft bei der Metabolisierung, beim kosmischen Stoffwechsel, so verrückt das auch klingen mag. So. Also, diese Kar, was du jetzt, ins Leben gerufen hast, das sind verschiedene Techniken, die sowohl also, was für Techniken sind das? Sind das Körperübungen? Ist es 'n geistiges Training? Sind's Meditationstechniken, und so? Vielleicht kannst du Ja. noch mal kurz erwähnen. Und bevor du das machst, ähm, kannst du ja mal kurz oder ich erwähne mal kurz den Kanal von dir, denn da gibt's auch 'ne lustige Geschichte. Dein Kanal wurde von einem Kryptounternehmen
geklaut, gehackt, wie auch immer man das nennen mag. Und dein alter Kanal, der heißt jetzt Ripple US oder sowas. Ja, Ripple oder US Live oder irgend sowas. Es gab ja auch 'n paar Promi-Kanäle, die jetzt gehackt wurden, wo es ähnlich vonstatten ging. Und dieser Promi hat das dann versucht zu erklären, wie's dazu kommen konnte. Das müssen wir jetzt nicht im Detail sagen, aber ich will nur sagen, es hat einige getroffen, sowohl bekannte als auch weniger bekannte Kanäle, und die werden dann benutzt, um irgendwelche Pseudo-Livestreams mit Krypto-Bauernfängerei, äh, zu betreiben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du musstest einen neuen Kanal erstellen. Du hast keine Chance mehr, da an den alten ranzukommen. nö, Ne. weil Google sich auch nicht drum kümmert und ich will ja jetzt auch keinen Anwalt einschalten, weil ich hatte da jetzt auch nur 500 Abonnenten Ich und haue mal den Link hier grade rein für alle. es war insofern 'ne wirklich, 'ne schockierende Erfahrung, aber gut, dann habe ich gedacht, machen wir das Beste draus, denn lieber jetzt mit 500 Abonnenten 'n Kanal, weggenommen bekommen, als jetzt, was weiß ich, 50.000 oder so. Ich habe jetzt auch deswegen noch mal verstärkt angefangen, ja, Adressen zu sammeln. Ja, ich fange jetzt auch an, Daten zu sammeln, ne? Warum machen alle nur hier große Datensammlung? Ich will auch die Daten meiner Fellows, wie man so schön sagt, auch, bekommen. Übrigens mein neues Lieblingswort, Fellows, weil klingt wie Phallus, ne? Unsere Follower. Und, das ist so auch 'n Glückswort. Ja, und ich fange jetzt an, wirklich diesen Freundeskreis, nenne ich, zu bilden, dass wir uns einfach untereinander austauschen, auch mal so in du nennst es digitale Lagerfeuer und ich sage dann Virtuelles Lagerfeuer. virtuelles Lagerfeuer, Mit virtuell, mit W. virtuell mit Ja, mit wir, also nicht mit 2 R. du Manchmal ist machst es auch 'n bisschen virtuelle mit wirr, 2 R. ja, aber ja. Ja, also, ich möchte gerne auch die Menschen dann irgendwie dann auch an mich binden, im Sinne von, dass die auch Infos bekommen, wenn mir mal komplett wieder der Stecker gezogen wird. Von Das ist daher ein Versuch, 'ne Gemeinschaft zu gründen, wo man sich untereinander austauschen kann, diese Techniken, lernen kann und da vielleicht auch noch eigene Sachen mit reingeben kann. Und es ist eben ein, ja, nicht rechtsfähiger, also, es ist kein eingetragener Verein oder so irgendwas, sondern es ist einfach nur 'n Freundeskreis, ja? ja, ganz wichtig, genau, denn da kommen wir wieder über so 'n ganz unscheinbares Thema in ganz komische Gewässer. Denn hier in Deutschland haben wir ja wirklich diesen Kontrollstaat und das sind sich viele gar nicht bewusst, was die alles, kontrollieren und wissen wollen. Wir haben uns beschlossen, einen rein privaten Freundeskreis zu gründen da, weil wie heißt es so schön: „Freunde machen keine Geschäfte untereinander.“ Und deswegen, wir machen keine Geschäfte untereinander, wir tauschen uns einfach nur aus, denn Freunde helfen sich gegenseitig. Wir, ähm, haben im Grunde einfach, wie Freunde es tun, wir tauschen unser Wissen aus. Und ihr könnt mal alle bei k2the1.com, schauen, so wie auch mein Kanal heißt, k2the1.com. Und da ist auch dieses Manifest, das Freundeskreis-Manifest, das ist total abgefahren. Ich habe mich ja auch mit Reichsbürgern und so beschäftigt und, es ist total abgefahren, was man so lernt über Privatrecht und was ist eigentlich das ganze Handelsrecht und so, was für Sklaven wir schon bei der Geburt sind und. Deswegen, um das kurz zu fassen, bei CAR wird kein Kommerz gemacht, sondern es ist 'n Freundeskreis und das soll ja schließlich 'ne Religion Spaß jetzt, ne? Aber das soll den Menschen helfen, die Leute sollen sich austauschen und das Coole ist, es soll sich ständig verbessern, ne? Wir haben zum Beispiel beim CAR, das nennt sich das beste Mantra. Das ist so habe ich von Open Source und so, kollaborativem Schreiben habe ich das gelernt. Und wenn du zum Beispiel 'n besseres, Wort findest, dann tauschen wir das tatsächlich aus für alle beim CAR. Das ist das Coole, warum das eben nix Starres ist, sondern so einfach 'ne Annäherung, 'n Sammelsurium von allen möglichen Techniken für die Leute.
Und das beste Mantra ist zum Beispiel ein Beispiel oder das andere Beispiel, also um nochmal auf deine Frage zu kommen. Kar besteht aus 3 Säulen, Namaz, Toa und Ney. Mhm. Also Namaz, die erste Säule ist das biomechanische Gebet. Zweitens Toa, das sind die heiligen Tänze. Und drittens Ney. Ney ist die Atem- und Energiearbeit, also so die Affirmationsarbeit im Stillen. Und zum Beispiel bei diesem biomechanischen Gebet namens Namaz hat man quasi das Protokoll, das, was man auch aus dem Yoga kennt, das Sonnengebet, aber eben in verschiedenen Abstufungen, sodass jeder nach seinem Kenntnisstand und Könnensstufe und Möglichkeiten das macht, was er kann, das nicht wie zum Beispiel bei den Moslems alle dasselbe machen. Beim islamischen Gebet beten alle dasselbe, aber beim Kar Namaz, bei diesem biomechanischen Gebet, guckt jeder, wo er selber ist und wo er hin muss. Es macht keinen Sinn, wenn alle dasselbe machen. Deswegen ist das einfach die Idee, sowas für die Zukunft zu kreieren. Einfach so als Nachlass, falls ich mal weg bin, dass ich zumindest irgendwas hinterlassen habe. Habe ja schon die ersten Anzeichen von Vergänglichkeit hier, wie man sehen kann. Die Wer grauen. hat das nicht? Genau. Nee, also, Ich blende gerade mal deinen Kanal ein bisschen ein nebenher. Also, man sieht, du hast hier das jetzt alles in kurzer Zeit neu hochgeladen, was vorher auf deinem alten Kanal war. Und von Kar hast jetzt, 10 bisher geschafft. Also 10 Folgen hochgeladen, teilweise 5 Minuten, teilweise 10 Minuten lang eine Folge, manche auch 15 Minuten. Ja, und da erklärst du quasi pro Folge eine bestimmte Technik. Ist das richtig? ja, oder ein Aspekt, genau. Und Okay. in diesem Kanal gibt es 2 Playlists. Also, man kann auch auf Playlist drücken und dann hast du einmal, diese Tagesgnosis, also da schwurbel ich über Gott und die Welt, aber mehr über Gott. Und die zweite Playlist Core, da geht's wirklich nur um diese Arbeit am Selbst, diese praktischen Übungen, Symbole und. Aber in wirklich Bezug auf Core. Und jeder, der Lust hat, kann da auch 'n bisschen mitmachen, aber am besten ist natürlich, wenn jeder sein eigenes Programm bekommt, denn das ist das Besondere an dieser. Ja, warte mal. Also, jeder kann das machen. Jeder kann das, produzieren, ja? Nicht produzieren, sondern, reproduzieren. Also, jeder kann da du brauchst kein Vorwissen, um das jetzt zu machen oder Ähnliches. Ne, das kann jeder machen. Für sich ist es man muss, wie gesagt, auch in dieser Gesellschaft aufpassen mit Heilsversprechungen und mit Genau. Garantien, die man ausspricht. Aber das ist, wie gesagt, alles nur zur Bildung und Informationsgewinnung. Und Und gibt's denn, da schon hast du da schon gemerkt, dass das dir was bringt? Oder gibt's Sachen, wo du sagst: „Ja, das ist sehr wirksam“, oder es ist mühsam und bringt wenig? Also, äh, gibt's da also schon Rückmeldungen? Hast du das schon bemerkt, ob das jetzt dich weiterbringt? zum Beispiel das neue Fundament ist zum Beispiel eine Übung, da lernt man diese Nabelkontrolle wie beim Yoga. Manche kennen das aus'm Pilates und so, aber auf 'ne ganz andere Art. Und bei dieser Nabelkontrolle, ähm, geht das sogar bis hin zur Steigerung des Grundkalorien oder Gesamtkalorienumsatzes über den Tag verteilt, weil man Wärme erzeugt. Viele kennen diese Tummo oder Tammo-Atmung irgendwie aus Tibet und, wird einem auch heiß und ja, und dieses neue Fundament ist so 'ne Übung, das macht halt Wärme, macht 'n straffen Bauch beispielsweise, Lebensqualitätssteigerung oder hier diese ganzen anderen Übungen, beispielsweise Surya ist, zum Beispiel so, was man Sonnen-Yoga nennt. Also, die Herangehensweise mit Sonnenlicht irgendwie da so Impulse, Reize zu setzen. Also, das sind Sachen, da versucht man im Grunde unmittelbare Erfahrung zu machen über den eigenen Körper.
Und das ist das, wo ich sage, da gehen wir weg vom Glauben und gehen hin zum Wissen. Denn über den eigenen Körper erkennt man halt eben, was im Außen passiert, oder über den eigenen Körper kann man das am stärksten oder am eindrucksvollsten erfahren. Über Schmerz, über Schwellung, Erhitzung, Errötung, Funktionsveränderung. Also der Körper ist schon ein tolles Instrument, besser als Bücher. Ja. Viel besser. Naja, und dann gibt es zum Beispiel ein Symbol, oder man spricht in einem Aphorismus und sagt, du musst jetzt alle deine Bücher verbrennen. Ne? Und einmal hat zum Beispiel jemand gefragt, ja, nee, das kann ich doch nicht machen und so weiter. Manchmal nehmen die das auch wörtlich alles. Und also ich will nur sagen, es geht manchmal auch wirklich um Symbole und um Aha-Effekte, Erkenntnisse. Und über die Arbeit am Selbst erkennt man Gott und die Welt, weil, um wieder auf das Iran-Thema zu kommen, das Wort Gott kommt ja aus dem indogermanischen Chod. Und Chod heißt das Selbst. Und deswegen, wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir eigentlich vom Selbst, weil jeder meint mit Gott was anderes, weil jeder in seinem eigenen Selbst andere Infos und Ansichten angehäuft hat. Naja, und deshalb Arbeit am Selbst ist Arbeit am Gott. Ne? Und deswegen versuchen wir dann das höhere Selbst, also nicht das Selbst, sondern das höhere Selbst. Nicht Gott, also nicht Chod, sondern Choda, also das höhere Selbst. Iranisch heißt Gott eben Choda, also Selbsta, sozusagen. Die Selbste, aber eigentlich das höhere Selbst. Auch Also etwas, das über das Selbst hinausgeht. Ja, ja. Und das ist diese Dialektik, die halt eben Hegel auch so toll fand und Nietzsche, also dass man quasi an der Erschaffung des Übermenschen beteiligt ist. Vergöttlichung, sagten die Deutschen früher. Vergöttlichung, das Wort haben sie irgendwo rausgenommen, weil das mal wieder irgendwelche Vril-Thule-Nazis benutzt haben. Vergöttlichung. Selbst das ist leider zerstört worden im Zuge der 12 Jahre Dunkelheit. Genau. Ja. 12 Jahre NSDAP gegen 12 Jahre Mitraismus. Ne, wir benutzen, also die Mitraisten benutzen seit 12.000 Jahren das mitraistische Kreuz. Wir sagen Garduneye Meher, weil Mitras oder Mitra bedeutet Meher auf Iranisch. Übrigens, das deutsche Wort Meher ist wirklich auch etymosophisch verwandt mit Mehr, so wie Meherwertanbetung. Wir sagen Meherparasti, also Meherwertanbetung. Interessant, ne? Und deswegen das Bejahende, ich sprach vorhin von diesem Bejahen. Naja, und dem Leben zugewandt sein. Das heißt eben auch alle Erfahrungen annehmen, nicht alles gutheißen, sondern erstmal annehmen. Gut ist dann, was man daraus macht. Warum? Weil auch da bei dem Wort, wir hatten ja eben dieses gut denken, gut handeln, gut reden als diese 3 Kommandozeilen, die einzigen 3 Dogmas in dieser Religion des Zarathustra. Aber gut heißt auf Iranisch Nik. Nik, wobei das am Ende so ein bisschen stimmhaft wird, wie die Franzosen, die immer zwischen jedem Wort sagen. Nik. Deswegen ist auch im Griechischen dann Nike, die Siegesgöttin, entstanden, Nike, ne? Weil siegreich ist Güte. Wir sagen ja auch Güter. Die Güter, die man produziert hat, waren gut, also in dem Fall siegreich, weil sie sind nachweislich hervorgebracht worden. Und deswegen haben wir im Iranischen Kerdare Nik, Pendare Nik, Guftare Nik, was übersetzt heißt, gut denken, gut reden, gut handeln, also gut im Sinne nicht von gut Mensch, ja, alles ist toll, hier alles muss hier rein und alles muss auch heilig gesprochen werden, sondern gut heißt siegreich in einer dialektischen Herangehensweise, siegreich hervortretend. Das ist halt das Spannende an diesem Mitraismus,
Da geht's um eben diese Stärke bilden, die Kraft zu haben, zu erkennen. Denn wie unser Freund Terence McKenna immer gesagt hat: Das Problem ist nicht die Wahrheit zu finden, sondern die zu ertragen.“ Man braucht Kraft. Ja, Terence McKenna ist mir jetzt auch, also den habe ich vor 10 Jahren schon intensiv mal gehört, dann nicht mehr so, und jetzt sind mir doch ein paar Sachen wieder begegnet. Ähm, Ich glaube, viele können sich immer noch nicht genau vorstellen jetzt, also das große Ganze, den Rahmen sozusagen. Wir haben es zwar jetzt, du hast es kurz beschrieben, aber es wird vielen nicht konkret genug sein. Dann würde ich sagen, schaut euch auf seinem Kanal die Videos an. Da wird ganz genau, du kannst ja noch mal kurz beschreiben, wie du da vorgehst in 'nem Video. Also, du erklärst die Technik, was wird da gemacht bei diesem bestimmten, zum Beispiel jetzt 'n bestimmten Muskel trainieren, aber es sind ja nicht nur Körperübungen. Das ist ja, beinhaltet ja mehrere Sachen. Aber ich will nur noch mal als Info für die Zuschauer, also, das ist, wie gesagt, eine Technik, die du aus mehreren Aspekten zusammengeholt hast und die du jetzt den Leuten präsentierst, und indem du es vormachst und dabei erklärst: „Was mache ich jetzt gerade und warum wird das gemacht? Welchem Zweck dient diese Übung?“ Also, so, ich denke mal, konkreter geht's jetzt nicht, liebe Leute. So ist es. Es ist 'ne Technik, und es lohnt sich durchaus, das mal auszuprobieren, um festzustellen, man muss es ausprobieren, um festzustellen, ob's einem hilft oder nicht. Wenn man's nicht ausprobiert, wird man's nicht erfahren, ne? Ja, genau. Also, es geht tatsächlich um die Selbsterfahrung und, daher konkret über Atmung oder Affirmation, aber auch über Nahrung. Und wir haben übrigens 3 Nahrungen. Dazu zählt auch Atmung zählt auch zu Nahrung, ne? Und Eindrücke zählen auch zu Nahrung, also geistige Nahrung. Also, es Mhm. geht darum, was wir aufnehmen. Es geht um Körperhaltung, ne, innere Haltung, ne? Wenn ich so durch die Welt laufe, buckelig, gekrümmt, ist was anderes wie erhobenen Hauptes und geradlinig und aufrecht und wie es so schön heißt. Ist ja alles schon in der Sprache drin. Es geht darum, das Richtige vom Falsch zu unterscheiden, denn das Schöne an dem menschlichen Körper ist ja, dass wir da richtig und falsch erfahren können, ne? Zu lange auf einer Seite liegen macht irgendwas Einseitiges, zu einseitig bewegen macht irgendwas, zu lange vorm Computer macht was anderes. Deswegen geht's wirklich darum, das Bessere herauszufinden und, nicht immer nur zu sagen: „Ja, jedem das Leben und leben lassen“, sondern nein, nein, in uns nicht alles leben lassen, sondern wenn da psychische Defekte vorliegen, daran arbeiten, an die Schatten rangehen, sie anschauen. Alle, die Atemübungen machen, wissen zum Beispiel, dass der Atem sich verändert, sobald man ihn beobachtet. Und genauso ist es auch mit der Energie im Körper. Die verändert sich, sobald man sie anschaut. Also beispielsweise, man hat 'n Schulterschmerz und, legt sich hin und stellt sich beispielsweise die Stelle vor und auf einmal tut das Knie dann weh. Und deswegen ist dieses Prinzip von alles fließt, Pantarei, ne, also das Ganzheitliche. Wir wollen ja bei Heilung eben whole werden, also wieder ganz werden. Und da müssen wir auch weg von diesem Abstrahierende, Dissoziierende, dass ich zum Orthopäden gehen muss, damit ich weiß, wie es meinem Knochen geht und danach muss ich zum Hautarzt gehen. Ich sehe das ja bei vielen Omas und Opas, die haben wirklich jede Woche Tournee, montags Hautarzt, dienstags, Proktologe, mittwochs Orthopäde und so weiter. Und, ja, das ist wirklich so, man anderen Leuten, fragen muss, wie's einem geht. Deswegen fragt der Arzt ja auch zuallererst so: „Was haben Sie?“ Und dann denkt man sich: „Ja, aber dafür bin ich doch hier. Sie müssen mir doch eigentlich sagen, was ich habe.“ Aber die Ärzte fragen immer: „Was haben Sie?“ Eigentlich muss der Arzt das doch erkennen. Egal. Aber am besten ist es, wenn man's alles selber erlernt und selber versteht, ja.
Ja, es sind ja oft so ganz einfache Sachen, so geistige Grundeinstellungen, ja? Mir fällt grad 'n Spruch ein von meinem Vater, Gott hab ihn selig. Seine Schwester, meine Tante, die war auch oder ist immer noch so sehr, äh, kleine Zipperlein und ja, ich habe das und ich habe das. Und er hat dann immer gesagt: Die fühlt sich nicht gesund, wenn sie nicht krank ist. Die braucht das." Weißt du so? Aber jetzt springe ich auch schon rum. Also, ähm, macht Ja, ja nichts. Ey, wir sitzen hier ganz locker und, sprechen 'n bisschen. das wird dieses fraktalistische Denken, das eine in allem und das All in einem zu sehen, das wird uns wirklich abtrainiert und deswegen ich provoziere das. Also, ich kann mich auch über ein Thema äußern, aber das geht wirklich darum, Es dieses ist für viele 'ne Sorry, ich unterbreche dich immer. Es ist für viele 'ne Herausforderung, wenn du jetzt so Sachen in den Ring schmeißt und dann gehen wir nur kurz drüber und dann sind wir schon beim nächsten. Aber wie gesagt, Sprache kann man nicht gleichzeitig die Wörter muss man nacheinander sagen und, äh, das ist eben es kann gut sein, wenn du bestimmte Sachen, die du jetzt erwähnt hast, kann man erst mal nichts mit anfangen. Wenn man dann aber weiter guckt und sich für das Thema interessiert, einfach den Ursprung finden vor den, anderen Kulturen, die dann kamen und da die Gemeinsamkeiten suchen weltweit, dann kann's sein, dass einem dann diese ganzen Einzelpunkte, die man vorher nicht zuordnen konnte, wieder begegnen und so langsam baut sich dann sozusagen ein Bild auf, ja? Ja, und in dem Sinne ist es auch völlig irrelevant, wie man seine persönliche Göttin oder den Geist nennt oder wie man die Vergebungsarbeit nennt, ob man sie Ho'oponopono nennt oder ob man sie einfach nur christliches Beichten nennen will oder ob man, was weiß ich, Arbeit mit dem inneren Kind, nenn es wie du willst. Wichtig ist, dass man diese Arbeit macht. Es, heißt auch manchmal Karma-Yoga, ne? Also, da gibt's, zum Beispiel diese Leute, die Kundalini-Yoga alle lernen, die wissen gar nicht, dass der oder viele wissen gar nicht, dass dieser Yogi Bhajan, der Kundalini-Yoga, kreiert hat, dass er jahrelang, die Toiletten geputzt hat in diesem Sikh-Tempel als Karma-Yoga. Und manche sagen, dass er beim Toilettenputzen so diese Erleuchtung erlangt hat und dann dieses Kundalini-Yoga der Menschheit geben wollte. Ne, das ist interessant, weil wenn man aufräumt, Reinigung, einfach Hausarbeit, das ist auch eine Übung im Car. Aber jetzt kommen alle und sagen: „Wie hast du jetzt Hausarbeit erfunden, Copyright?" Nein, nein, ich war bei keinem Patentamt und so. Das geht nicht darum, dass mir jetzt Hausarbeit gehört. Das ist auch dieses unzulässige Denken eigentlich von Urheberrecht und geistigem Eigentum, was uns auch eingetrichtert wurde. Das ist total unnatürlich. Die Natur macht Kopieren. Und deswegen, ja, Karma Yoga ist auch Teil von Car. Beichten ist auch ein Form, aber in Car beichten wir nicht in so einer Kabine, in so einer Kirche irgendwie, in so einer Fotokabine, sondern beichten im Sinne von so ehrlichem Mitteilen. Deswegen sagen wir auch Drut, also Wahrheit zur Begrüßung. Und ja, Ich sage ja auch, ehrliches Mitteilen ist so ein wichtiger Punkt und das klingt für viele so: „Oh, ich will nicht in die Besprechungsgruppe und über alles sprechen." Von wegen. Aber das bezieht sich ja also, so wie es zum Beispiel Norbert Klein auch beschrieben hat, was er mit ehrliches Mitteilen meint, in einem geschützten Raum, also, in einem vertrauensvollen Umfeld mit jemandem, mit dem man volles Vertrauen hat, sich mitzuteilen und das heißt eben nicht den Verstand, sondern das Gefühlsleben mitzuteilen. Und das macht man so selten, dass viele sich das nicht trauen, weil man macht sich natürlich verletzlich, vermeintlich, ja, wenn man sich offenbart, weil man ja dann zum Beispiel auch Dinge preisgeben muss, die vielleicht sonst als Schwäche gesehen werden. Aber darum geht's ja nicht beim ehrlichen Mitteilen, sondern beim ehrlichen Mitteilen geht's nur daran, ehrlich und mitteilen. Das sind Der Name sagt's schon, ja? Und viele sehen das nicht, wie heilsam das sein kann, wie viel, unausgesprochene Sachen es im Leben gibt.
ja? Ja, und eines meiner Lieblingsdeutschen Wörter, die auch ähnlich klingen wie Aria, komischerweise, ist Ehre, ne? Wie die Ähre, wie die Getreideähre, also Ehre, ne? Wenn wir ehrlich mitteilen, dann ist auch so, dann kommen wir in dieses Fahrwasser von Ehre und Ehrgefühl, ne? Man sagt ja auch: „Ehrlich währt am längsten“, und deswegen auch ehrlich mit sich selbst sein. Das heißt auch Symptome wahrnehmen. Gucken: „Was habe ich denn jetzt grade?“ und ne? Auch interessant, jetzt fällt es mir gerade auf, diese Wortverknüpfung, weil Ehre, ne, ehrlich und Ehre, ne, doch, muss muss irgendwo 'n Zusammenhang haben, ja. Natürlich, wie So wie man gesagt, sagt, Angst kommt von Enge, ja. ne? Ja, und das ist auch interessant, ne? In dieser altiranischen Gnosis gibt's eben den Gegenspieler von diesem Ahura Mazda, diesem Gott der Weisheit, nämlich Angra Mainyu, der Gegenspieler, der Gott der Lüge sozusagen. Und, das Wort Enge und Angst kommt wohl auch oder ist wohl eng verwandt mit dem indogermanischen Angra. Und deswegen Angst, Enge ist quasi das Gegenteil von dieser siegreichen Wahrheitsfindung und na ja, und, von daher, es bedarf Kraft, sich selbst anzuschauen. Äh, Das klingt jetzt 'n bisschen, kitschig und so, aber wir haben wirklich auch in uns so angestaut ganz viel so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Bullshit, also auch über uns selbst, dass wir nichts wert sind, ne? Vor 10 Jahren, glaube ich, war in der Therapeutenszene überall Mode, da ging's um Selbstwert. Weiß ich nicht, hast du das auch mal mitbekommen damals? Da hatten alle immer dieses Wort Selbstwertgefühl im Mund so. Da ging's um Selbstwertgefühl. Und aber auch da, ne, da gehe ich 'ne Stufe weiter. Bei Car sprechen wir von Selbstliebe, aber sogar Selbstverliebtheit, aber auch da haben wir wieder dieses problematische Wort. Warum ist das Wort Hat selbstverliebt? 'ne negative Konnotation, genau. Wir bei Core daten wir uns mit uns selbst, also verabreden wir uns mit uns selbst, ne? Also, wir gehen duschen, machen uns frisch und so weiter, bevor wir in den Spiegel schauen und lächeln uns an und so weiter, wirklich, als wenn wir Gott anschauen. Das Da habe ich vor 20 Jahren selber noch drüber gelacht oder wie die Leute, die mit ihrem eigenen Körper reden. Wir beim Core lernen auch mit unserem eigenen Körper zu reden, weil es ist ja der Mikrokosmos und das sind lebendige Zellen, die reagieren auf Freude, auf, Belohnung und auf Bestrafung werden sie auch anders reagieren und Selbsthass macht krank, Übersäuerung, ey, dein legendäres Video, Flo, ey, über die Kunst des ne, die Geschichte des Badens hast du's genannt, aber eigentlich müssten wir ja sagen, die Kunst des Badens, ne, weil wirklich diese Alkalisierung, ne, und dann ist ja neben dem Wasser Genau. lernen wir auch zum Beispiel dann, über Luft, über Atmung zu alkalisieren, ne? Und dann ja, eben dann den Körper wahrzunehmen, den Stress wahrzunehmen und zu gucken, wo ist der Stress, wo ist die Spannung, wo ist die Last, die ich halte? Und, ja, um jetzt Wilhelm Reich um jetzt deine Leute wieder zu ärgern, deine Zuschauer mit dem Hin und Herspringen. Wilhelm Reich sprach von den Segmenten in der Wirbelsäule, wo wirklich neurologische Erfahrungen im autonomen Nervensystem gespeichert sind. Also, traumatische Erinnerungen stecken einem wirklich wie die Last, die auf dem Rücken liegt. Also, das wussten die Menschen ja früher schon. Deswegen ist die Sprache so wichtig, dass wir die erkennen. Ja, und auch auf den Körper zu hören, bedeutet ja auch, den Körper wahrzunehmen als eigenständiges Wesen sozusagen und da auch drauf, zu hören. Jetzt will ich grad noch auf 'n paar Fragen eingehen. Was Da wurde ich gefragt, was ist aus seiner Sicht, also aus deiner Sicht, Kaiwan, der Sinn unseres Lebens? Also, ich würde, um darauf vorwegzugreifen, sagen, der Sinn unseres Lebens ist, in diesem Zustand zu sein, wo man überhaupt diese Frage stellen kann. Das ist auch eine Beschreibung, dessen. Aber die Frage ging ja an dich, und dann gleich noch 'ne andere Frage, die ich noch im Hinterkopf habe. Ich bin da ganz bei deiner Antwort auch, ne? In diesem Zustand bleiben, in diesem Zustand der Verbindung, der Einheit.
Und dass man halt eben, und da kommen wir wie bei Kor zu dieser Symbolik der Ney, dieser Rohrflöte. Denn die Rohrflöte wird ja am Anfang getrennt von seinem normalen Umfeld, also von seiner Quelle. Und dann muss sie im Inneren leer werden. Also den ganzen Bullshit in unserem Inneren müssen wir rausmachen. Und dann diese 7 Löcher, also diese 7 endokrinen Drüsen, manche nennen sie Chakra, also diese auch Hormone sekretieren, ne? Deswegen die Secrets liegen in den Sekreten, sage ich immer. Und diese 7 Löcher in der Ney, diese Rohrflöte, ne? Und dann durch Atemluft spielt das Höchste oder die unsichtbaren Spirits benutzen mich oder nutzen mich als Instrument, Werkzeug, um eine göttliche Musik, eine kosmische Musik zu erzeugen. Das ist eine Symbolik, eben diese Ney. Und der Sinn des Lebens ist ja auch verbunden mit Musik und Freude und Lust und Rausch, aber eben im Mehrwert, nicht im egoistischen Sinne. Denn die Ja, und Schöpfung, eben nicht destruktiv, sondern konstruktiv. denn Ja. überall, wo wir in der Schöpfung sehen, da ist Überschuss, da ist übersprießende oder in schlau heißt das hyperkompensatorische Regeneration, also immer überschüssig, immer mehr als Bedarf benötigt wird, immer kleine Kinder, schauen wir uns Kinder an, die sind nur glücklich, die sind am Jauchzen vor Freude, den ganzen Tag strahlen sie und verbreiten Freude. Also die Schöpfung will scheinbar Glück. Und auch das Wort Glück mit Glykogen, also Zucker, Süße. Also das ist Ja, verrückt. wobei ich muss auch manchmal sagen, Leute, nicht alles mit allem vergleichen. Es hängt nicht immer alles miteinander zusammen. Es gibt auch Ähnlichkeiten, die sozusagen nicht unbedingt 'ne Verbindung haben. Aber es ist auf jeden Fall interessant, auch bei der Sprache eben die Bezüge herzustellen. Also Etymologie finde ich auch Zucker? interessant. Bitte? Meinst du jetzt speziell bei Zucker? Nur bei dem Beispiel, ja. Also, ich weiß es jetzt nicht, ob Glück und Glukose, ob da irgendwo 'n Zusammenhang ist. Möglich ist vieles. Aber mir sind halt schon viele Sachen begegnet, wo ich sage so: das ist 'n bisschen sehr weit gesprungen, ja. Aber gut, Ja, aber wenn man das nicht springt, kann man's nicht rausfinden. Und, ja, dann das ist wurdest du jetzt okay. Weil ja. wir sind ja alle Pioniere auf diesem Feld. Wir können auf der Hochschule Materialkunde lernen im Plastikbereich, Landwirtschaft, alles, aber es gibt keine Esoterik oder keine ganzheitliche, wirklich keine Universitäten, keine Studiengänge, keine lebendigen Meister, jetzt nicht so viele wie es zum Beispiel Influencer und Diplom-Kaufleute und Rechtsanwälte gibt. Von daher, wir sind da tatsächlich in einem Bereich, wo auch viele persönliche Erfahrungen mit einfließen. Und Mhm. ich benutze auch nur das, was ich aufgeschnappt habe. Von daher hast du Ja. vollkommen recht. Das ist alles nur meine Wahrnehmung und eben, ja, genau, Auch wieder schönes Wort, Wahrnehmung. Aber, genau. bevor der Chat mir wegläuft, und ich die Sachen nicht mehr erinnern kann, die nächste Frage, die ich noch im Hinterkopf hatte, war, da hatte ich jemanden gefragt: „Was hältst du von wie hältst du's mit Reinkarnation?“ Hm. Also, ist es für dich real? Also, ich glaube daran, dass also, ich kann's ja nicht nachweisen. Und da es gar keine Beweise in der Richtung gibt, die mich jetzt so umhauen, aber dennoch gibt es so interessante Berichte von Einzelnen, wo ich dann denke: „Hey, das Thema muss noch mal 'n bisschen krasser sein.“ Und vor allem dadurch, dass ich auch viel DMT und Zauberpilze genommen habe, ist auch sowieso da im Kopf irgendwas durcheinander oder geraten, zum Glück durcheinander geraten, dass ich nicht mehr so normal denke und wahrnehme wie früher, sondern da ist irgendwas. Also, ich glaube auch nicht, dass die alle nur dumm waren früher, wenn sie von Bardo, von den Zwischenwelten gesprochen haben und da gesagt haben, da ist was und deswegen also Das kommt ja nicht von irgendwoher. ja, ja, aber auch wirklich die persönlichen Erfahrungen, ne, wo ich mir dann denke: „Okay, ähm, gut, ich habe jetzt zum Beispiel irgend so 'ne Erinnerung, wenn ich jetzt in die innere Arbeit gehe und diese
Erinnerung ist aber vielleicht nur ein Storytelling von meinem Gehirn, um mir irgendwas zurechtzureden, so wie mit diesem Déjà-vu. Es kann ja alles sein, aber dennoch finde ich es spannend, wie sich morphische Felder bilden. Denn ich sage mal, in Gambia wird zum Beispiel niemand beispielsweise wiedergeboren werden als Rudolf Steiner. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier in Deutschland vielleicht eher jemand, der sagt, oh, ich fühle den Geist von Rudolf Steiner in mir. Und von daher denke ich, das hat auch viel was mit morphischen Feldern zu tun, denn Energie ist zwar nicht sichtbar, der Äther, aber dennoch bewirkt er was. Und ich denke, wenn kollektiv da in dem kollektiven Feld da irgendwas reingebracht wird und wenn es nur Gedanken sind, ich glaube, das macht was mit einem. Oder früher war ich solo und habe ganz anders geträumt wie jetzt, wenn ich neben meiner Frau schlafe. Da träume ich ganz anders. Ich denke manchmal, irgendwas tue ich von ihr auch aufschnappen. Und von daher, also auch da sind wir in einem Terrain, es gibt 100 verschiedene Diclofenac-Variationen, Anästhetika, Pharmakologie, blablabla, Materialkunde, Plastiken, Erdöl, Petroleum. Aber es gibt für die Nuancen der Energiearbeit, der Psi-Welten, gibt es kaum Begriffe. Und wenn, dann sind das häufig auch einzelne Meister, die aus einer einen Zeit kommen, die irgendwas beschreiben wollten. Ich persönlich denke, alles kann, nichts muss, wie im Swingerclub. Aber ich denke schon, Reinkarnation, das klingt so, als wenn etwas kommt und geht. Ich denke, um jetzt mal das Fazit zu geben, ich denke, es gibt nur diese eine Seele und die möchte sich verkörpern und sie möchte irgendwas bewegen. Und um dies zu bewerkstelligen, vervielfachte sie sich milliardenfach. Und das, denke ich, ist die eigentliche Idee, dass wir alle so deswegen auch so diese Empathie miteinander fühlen, weil wir eigentlich von einem Ursprung kommen. Das ist so meine Idee. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Woher? Ja, dann ballere ich gleich die nächste Frage hinterher. Dann hat die Elvira Hosch gefragt, mich würde interessieren, was Kaiwan zu Patriarchat, Matriarchat zu sagen hat. Hm. Ja, also ja, Herrschaft, Arkos oder Archaos ist Herrschaft und die Herrschaft von niemanden. Also die Herrschaft der Besten. Manchmal sind es ein paar Frauen, paar Männer oder Männer-Frauen gemischt, mal mehr Männer, mal weniger Frauen, mehr Männer. Es ist fluid, denn der Mensch trägt in sich das Potenzial und die Besten sollen meiner Meinung nach herrschen. Da hat auch Platon ja auch sein Konzept vom philosophischen König hervorgebracht. Ja, Das und König kommt ja von Können. Genau. Und dann, klar, will man einen Pendanten schaffen, Königin und so, aber ich denke, das geht wirklich um den Menschen als den Könner oder die Magoi. Die iranischen Priester nannte man Moran und die Griechen haben sie Magoi genannt und da kommt das Wort Magier her. Deswegen waren das nur Männer, das waren auch Frauen, Magierinnen oder waren das dann Hexen? Oder nennen wir sie, wie sie wollen, aber weise Menschen sollten meiner Meinung nach herrschen. Auch da wieder herrschen, Herr. Aber das Wort Herr kommt auch aus dem indogermanischen Chor, wie im japanischen Hara. Chor ist eigentlich ja, Sonnengeflecht übersetzt oder sonnig. Deswegen herrisch heißt solarisiert eigentlich ins Lateinische übersetzt. Man sagt ja auch herrliches Wetter, wenn die Sonne scheint. Genau. Herrenmensch ist nicht eben der die anderen runterbuttert. Herrenmensch ist der solarisierte, der illuminierte Mensch. Ne? Von daher, das ist wieder so ein Begriff, wer hat jetzt recht? Wenn jetzt alle sich darauf einigen, dass jetzt zum Beispiel Arier böse Nazis sind, dann, ne, aber auch Das da ist wieder ja auch so 'n Effekt. Wie gesagt, in diesen 12 Jahren wurde so viel zerstört. Die Swastika, ein friedliches Symbol, wurde zerstört, mehr oder weniger. Zumindest kann man sie nicht ungestraft mehr darf verwenden. ich jetzt mal was aufschnappen? Marshall Wavestar. Geiler Name. Na, jetzt disse ich mal zurück. Nee, Spaß beiseite. Marshall Wavestar, Marshall, Sohn des Mars.
das Hebräische übrigens, Marshall. Auf jeden Fall, der schreibt, er macht in einer Minute 5 Themen auf und wirft alles in einen Topf, kann man nicht ernst nehmen. Ja, du hast recht, kann man nicht ernst nehmen, wenn man aus dem gewöhnlichen Blickwinkel aus betrachtet. Deswegen habe ich weder Titel noch Rang noch irgendwelche, äh, was weiß ich, Kathedralen, die nach uns benannt werden. Also wir werden generell als Spinner und Schwurbler dargestellt. Deswegen die Trunkenbolte, die Narren, die Verrückten. Jetzt komme ich noch mal mit etwas. Ich hoffe, das wird dem Marshall nicht zu viel. Und zwar, wenn man, oh, jetzt habe ich tatsächlich selber den Faden verloren, aber dieses immer strukturiert tick, 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 eine Sache, das ist nicht die richtige natürliche Hirnentwicklung. Das ist wirklich wichtig, dass wir assoziierend denken. Und das ist total wichtig, dass wir ja auch uns das, was wir auch denken und glauben, nicht zu ernst nehmen, weil es kann sein, dass in einem Jahr wieder was herausfinde, was das alles über den Haufen wirft. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das ewiges Wissen ist. Das ist ja eben, warum ich sage, es muss alles fluid sein. Ja, und ich finde es auch interessant, was du ansprichst, die Art des Denkens und so weiter. Das ist 'n ganz wichtiger Punkt, weil viele möchten ja und ich ja auch, sozusagen ich finde es aber nicht schlimm, wenn gesprungen wird, aber viele haben es gerne eher linear präsentiert und häppchenweise sozusagen. Und es ist ja grundsätzlich nichts gegen den roten Faden zu sagen. Nur, es ist nicht man sollte das nicht werten, das eine sei jetzt besser als das andere, sondern für dich ist im Moment die Herausforderung sozusagen die ganzen Einzelheiten, die du im Kopf hast, äh, denjenigen so rüberzubringen, dass sie's in einer Reihenfolge haben oder in einem Verhältnis haben, dass sie da sich 'n Bild machen können, ja? Und das fällt natürlich schwer, weil es ist ja nicht mal so 'n eben grade Thema. So, es stimmt schon, dass es, recht verzettelt dann rüberkommen kann, wenn man so viele Details anspricht. Aber auf der anderen Seite hängt halt auch so vieles miteinander zusammen, was es wert ist, da noch mit reingeworfen zu werden. Und das muss man dann halt tragen erst mal. Das muss man erst mal mit sich rumschleppen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was man damit anfangen soll. Ja? Und, Ja klar, ich meine, ich finde das zum Beispiel interessant, dass wir wirklich, wenn also, wir in viele fragen sich, worum es tatsächlich genau geht, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal, gesagt. Also, dir geht's um Arbeit am Selbst und Techniken, zur Verbesserung der geistigen und körperlichen, seelischen, Verfassung, ja? Und da bedienst du dich eben, sagen wir mal, unkonventioneller Praktiken, die vielleicht so nicht so bekannt sind. Das ist, worum's geht. ja, super Und ausgedrückt, ja, ja. Und, ja, ich kann das super verstehen, weil da gehen die viele Menschen wirklich auch in so 'ne Abwehrhaltung, ne? Abwehrhaltung ist, insofern auch 'n Symptomos, ein Zeichen des Körpers, ähm, denn anhand der Abwehrhaltung, Abwehrreaktion sieht man so, wo man halt, nicht d'accord geht. Das ist absolut in Ordnung. Und, deswegen, das meiste ist auch nur Geschwurbel und wichtig ist am Ende wirklich, wie es so schön heißt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen oder anders ausgedrückt, an ihrer inneren Seinsentwicklung oder an ihrer Charakterausstrahlung werdet ihr sie erkennen. Und deswegen, geht's so im Endeffekt darum zu schauen, was ist gut und was nicht. Ich will ja, niemanden das ist doch 'ne schöne das finde ich 'ne super schöne Zusammenfassung grade. Das zu spüren, da kann man's echt dran zusammenfassen. Was ist gut, was tut mir gut und was nicht? Oder anders gesagt, Techniken, um herauszufinden, dass etwas mit mir noch nicht ganz heile ist.
körperlich, geistig, wie auch immer. Und jetzt kommen da so viele Einzelfragen, dass ich kaum hinterherkomme, aber 'n bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde nicht mehr gerne allzu lang machen, weil ich, ja, heute nicht so super fit bin. Aber, wir können ja hier noch 'n paar Fragen jetzt, machen erst mal. Zum Beispiel hier von Junior Baradi 77: „Ziehen die bösen Mächte alle an einem Strang oder bekriegen die sich teilweise?“ Also, versuch's vielleicht kurz zu Die bösen beantworten. Mächte. Ja, genau, die bösen Mächte. Ja, ja. Ach, du meinst die, ach so, Ja. ja. Der Fisch betrachtet die Moral von unten und der Adler von oben. Ne, welche bösen Mächte? Also, für mich aktuell sind die bösen Mächte grade hier das Schulsystem, die meinen Sohn zwingen, jeden Tag Quälen. da einziehen. Bitte? Quälen. Quälen, genau. Ne, Und ist so. Das braucht ohne Einschränkung, ist ja, so. wenn Das ich ist sogar Quälerei. es ist wirklich Quälerei und, Das ist sogar 'ne Form von Folter. ja, und, aber böse Mächte, gut. Was sind böse Mächte Und überhaupt? wir wissen ja auch, wie die Frage gemeint ist. Also, Ja, ich stellen glaube sich ja auch viele wahrscheinlich und das können wir nicht beantworten. Man kann da nur vermuten. ich glaube auch nicht, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen im Sinne von, wie es ja die meisten heute Die Frage glauben. ist, welche Ebene man betrachtet. Ja, ja, genau. Und da wird's spannend, weil dann nämlich, geht's um gemeinsame Verhaltensmuster und da ist ganz wichtig, alle Menschen sind gleich, im Guten wie im Negativen auch, ne? Das heißt, gib dem Menschen Geld oder Macht und du wirst sehen, wie der Charakter ist, ne? Von daher, die Frage ist, wie f haben die Eigeninitz Interessen oder sind das gemeinsame Interessen oder sieht das nur so aus, als wenn das gemeinsame Interessen wären, aber es sind eigentlich nur Eigeninteressen. Von Ja, daher, das ist auch dieses, STO und STS im Englischen, Service to Others and Service to Self. Also, dass selbst da noch 'ne Selbsttäuschung bei vielen Menschen besteht, die sie aktiv betreiben, indem sie sagen: „Ich mache ja das für den anderen.“ Und in Wirklichkeit ist aber der Eigennutz dabei. Also, die Selbstlosigkeit ist oft nur eine vorgespielte, um sein eigenes Ego zu streicheln, dass man ja so selbstlos ist. Und damit ist es genau das Gegenteil eigentlich, ne? Ähm, aber ja, ja, und auch hier, dass zum Beispiel die ganz pragmatisch gesehen, jetzt nicht immer so für zweikettig esoterisch, sondern ganz klipp und klar Kartelle. Also, ich ganz ehrlich, wenn ich Milliardär wäre, würde ich wahrscheinlich auch einem Kartell beitreten, weil ich mich vor den armen vor dem fiesen Möb schützen müsste oder so, weißt du? Und dann wer weiß, wie ich reagieren würde, wenn ich Milliardär wäre. ja. Aber, Junior Baradi 77, trotzdem danke für die Frage. Also, ich mache mich hier nicht lustig über die Frage, sondern, die ist 'ne bekannte Frage, die wir uns alle auch mal immer wieder mal Ne, stellen. und wenn die sich selber bekriegen, das ist absolut irrelevant für unsere innere Entwicklung. Das ist ja das Schöne. Klar ist es wichtig zu wissen, was grade auf der Welt passiert, Putin gegen Ukraine oder was weiß ich, Schwab gegen uns. Es ist alles schön und gut, aber das alles ist eigentlich irrelevant für die innere Entwicklung. Und das ist diese Arbeit am Selbst, dass man in sich aufräumt, in sich schaut, wo man in Resonanz geht, wo man Widerstände hat, wo man Abwehrhaltung hat. Und nochmals, was ich eigentlich dem Marshall eben sagen wollte, es hat alles mit, dem freien Willen zu tun. Und das ist 'n Kernelement, finde ich, dieser freie Wille, dass man einfach selber, die Freimaurer sagen, anklopfen muss. Ne, also keiner kann gezwungen werden, sondern man muss aus freien Stücken wirklich die Frucht muss reif sein, damit sie vom Baum fällt, ne, so. Und von daher, s 98% von den Sachen, die ich jetzt grade sage, hätte ich selber vor 25 Jahren für dümmsten Schwachsinn. Ich hätte mich geschämt für diese Person, die das sagt. Und übrigens, genau, jetzt fällt's mir auch ein, was ich eben eigentlich sagen wollte. Ähm, nämlich im alten Griechenland wurden die Menschen, die sich mit sich selbst, mit
dem Selbst, mit sich selbst beschäftigen, Idiot genannt. Die dann die ganze Zeit rumliefen und sagen, ja, wir müssen jetzt Corona, Ukraine, was weiß ich, diese Themen der Politei, der Polis oder diese gesellschaftlichen Themen, das waren dann sozusagen die echten Bürger, die Demokraten. Also Demokratie ist auch nicht unbedingt was Schönes. Demokratie kann auch bedeuten, dass man heute 2 Wochen über Ukraine redet, dann wieder 2 Wochen über irgendeinen Attentäter, dann wieder 2 Wochen über Obama redet und so quasi immer beschäftigt ist, also sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Und der sich dem entzieht, diesem öffentlichen Treiben und dieses immer über irgendetwas reden, über FC Köln, Bayern München, Urlaub, Putin, Gaskrise. Die sich nicht beteiligen, nannte man Idiot. Also ja, ich bin ein Idiot. So gesehen, ich bin ein Idiot. Und Gurdjieff hat übrigens auch damals so auch interessante so Trinkspiele gemacht mit so Idioten und so weiter. Das ist ganz interessant, weil er war auch halb Grieche. Und der Begriff Idiot ist eigentlich etwas, was so verdreht wurde. Also eigentlich ist es gut, ein Idiot zu sein. Aber in unserem Sprachgebrauch bedeutet Idiot jemand, der so ein bisschen Panne ist oder so. Aber eigentlich ist es was Gutes, ein Idiot zu sein. Jemand, der sich nicht mit Markus Lanz und Lauterbach und Klabauterbach und Dr. Osten beschäftigt. Eigentlich ist ein Idiot jemand, der sich mit sich selbst beschäftigt. Es war auf jeden Fall nicht so negativ Ja. konnotiert, sondern es waren einfach diejenigen, die nicht Senatoren, Politiker oder, Adelige oder sonst was waren. Ja. Ja. Ja, und die liebe Selma, schön, dass du da bist. Ich grüße auch alle noch mal von Herzen, die noch hier sind. Das freut mich außerordentlich. Übrigens, die virtuellen Lagerfeuer werden auch wieder stattfinden. Da war ja Selma auch schon mal dabei. Diese Woche wohl nicht, aber ich habe es mir mal vorgenommen, jetzt wieder mehr zu tun und auch das wieder zu machen. Und sie fragt: „Wie entstehen nach Kaiwans Meinung, oder Erfahrung Visionen? Also, zapfen wir da den Wissensspeicher der Erde an oder hat es auch mit dem eigenen Seelenwissensspeicher zu tun oder sogar beides?“ Ja, da kommen wir auch wieder zu den Definitionen. Für den einen ist die Seele irgendwas Materielles, Greifbares, Irdisches. Für den anderen ist die Seele irgendwas Konzeptionelles, Luftiges. Wo ist überhaupt Erinnerung gespeichert? Wenn ja, ne, dann zeig mir die mal. Wo ist die Erfahrung? Ne? Von daher, das sind nur Begriffe, aber um es dann so versuchen verständlich zu machen, ich gehe ganz stark mit dem Konzept von morphischen Feldern und Akasha-Chronik. Einfach diese Bewusstseinsfelder, diese kollektiven Felder. Ne? Also wenn wir gemeinsam zum FC Köln-Stadion in die Südkurve gehen, dann kriegst du auch Gänsehaut, obwohl du kein FC Köln-Fan bist. Deswegen, das ist so ganz interessant mit diesen, was ist meine Vision, was ist deine Vision? Und denn wie säre oder wie dere, stimmhaftes D, wie Video, ist dann Sehen eigentlich. Also es hat ja nur was mit Sehen zu tun, also mit dem Augenlicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die innere Arbeit geht und dann stellt man manchmal fest, man hört etwas, man hört eine Stimme oder irgendeinen Text, dann ist das also hell hören und nicht hell sehen. Also es sind faktisch gesehen keine Visionen, sondern dafür gibt es noch nicht mal einen Begriff, glaube ich, ne? Audio-Halluzination, keine Ahnung. Was denn? Schallhalluzination heißt das dann, glaube ich. Ja, auditive Halluzination. Ja, genau. Und von daher, ich persönlich glaube an Akasha. Das hat übrigens Rudolf Steiner mit den Theosophen damals. Rudolf Steiner war ja übrigens Theosoph, bevor er Anthroposoph wurde. Und die haben das Konzept von Akasha tatsächlich auch von diesen Ariern entnommen, weil Ach heißt Sterne. Und Asha ist die kosmische Ordnung. Also im Grunde, was in den Sternen geschrieben steht, die kosmische Ordnung. Also im Grunde dasselbe wie morphisches Feld oder kollektives Feld. Ne, also im Endeffekt. Ich weiß nicht, mit Arch ist ja auch der Bogen gemeint. Ark. Genau, Ark, der Bogen, das Himmelsfeld, das All. Ja. Ne? Der Plan.
Ne? Weil da sind ja die Sterne. Deswegen, ist da der Zusammenhang. Mhm. Genau, ich mag auch diesen Begriff Plan, ne? So the plane, wie Planet, ne? Die Himmelsplan, wie der Plan, so immer gemacht. Und Mhm. von daher, aber auch da finde ich, ist es total irrelevant, ob das jetzt die Vision ist von der Erde oder nicht von der Erde. Ich sage, das ist im Endeffekt dann in dem Augenblick meins und dann wird's angesehen, angenommen, angesehen, anerkannt. Und viele Menschen, und ich glaube, da höre ich auch so ein bisschen heraus, möchten genau wissen, was soll ich annehmen, was soll ich nicht annehmen? Kann es denn auch böse Kräfte sein, die mich infiltrieren und so? Ja, klar, da sprachen wir vorhin auch von Besetzung. Ne, da gibt es sogar heute noch in Sizilien wird Exorzismus gemacht, ne, weil die denken, da ist irgendwas besetzt und so mit Dämonen und so. Aber um auch da den Bogen, den Arc zu spannen, die moderne Infektionstheorie ist nur ein antiker Dämonenglaube, wo man denkt, dass man besetzt wird von Dämonen. Also, ich finde, wichtiger als sich um diese Themen zu beschäftigen, ja, was kommt von welcher Gottheit und Wesenheit, ist es zu gucken, was wir in diesem irdischen Dasein für Fremdeinflüsse, falsches falsche Konzepte angenommen haben, wie zum Beispiel der Glaube an todbringende Viren, die überall giftig sind und Metastasen machen im Körper und so. Deswegen finde ich, das ist eigentlich ein viel schädlicheres Denken und das tragen sogar viele Menschen, die in der Achtsamkeits-Yoga-Szene und so sind, tragen immer noch viele Menschen immer noch diesen antiken Dämonenglauben in sich und aber stellen sich dann die Frage über Astral, was ist dann hier mit Channeling und so, weißt du? Ich hoffe, ich habe da nicht wieder driftet. Doch, doch. Ja, ich habe an deinem Gesichtsausdruck gemerkt, Macht aber aber nichts. besser, Alles gut, alles gut. ich gebe mir Mühe. Ich habe nebenher noch aufgeschnappt, Burly Bear, grüß dich auch. Jiddu Krishnamurti hat versucht klarzumachen, dass alle Techniken, weg vom Sein führen. Und ich will mal so sagen, auch anfangs, ähm, wenn ein System dahinter steht, ist es leider allzu oft etwas, das dich einengt, weil es nach einem bestimmten System kommt. Aber auf der anderen Seite kann es auch seine Daseinsberechtigung haben, weil es sich so herausgearbeitet hat. Wenn jetzt Menschen gemeinsam zum Beispiel, was weiß ich, Tai Chi entwickelt haben oder so und dann haben sie halt gemerkt, die Übung bringt nichts, die Übung bringt was. Ist jetzt ein bisschen platt, das Beispiel, aber, ähm, da ist es nicht verwerflich, wenn man eine Technik benutzt. Aber ich glaube, wir verstehen auch, wie Jiddu Krishnamurti das, gemeint hat. Ich konnte zum Beispiel mit der Meditation, so wie sie hier im Westen beschrieben wurde, wie man sie praktizieren solle, noch nie viel anfangen, weil ich gedacht habe: „Wieso muss ich mich so hinsetzen?“ Ich finde es anders viel entspannter, aber ich darf natürlich auch nicht einschlafen, so entspannt sein, dass ich einschlafe. Nur, was ich 'ne schöne Beschreibung finde und sorry, wir springen nur hin und her, aber wenn ein Westler, also jemand in den Industriestaaten, Meditation betreibt, und zwar diese transzendentale Meditation, die aus dem asiatischen Raum in den Westen erst kam. Wir haben da ja keine eigene Tradition. Was macht er dann? Er glaubt zu meditieren. Das macht er dann. Er meditiert aber nicht. Sondern was er macht, ist, er glaubt: „So, ich meditiere jetzt. So, ich meditiere. Ah ja.“ Und nein, ich will es nicht schlecht machen. Ich kenne viele, die es praktizieren, die dann auch beschreiben, wie sich ihr Geist lehrt und so weiter. Also, da passiert schon etwas. Nur, ich mache es halt gerne auf meine Weise. Ich tue das anders machen. Wenn mich jemand fragt: „Meditierst du?“ Ja, aber ich setze mich nicht im Schneidersitz hin und mache die entsprechenden Techniken, sondern ich mache es ohne Technik. Ich mache das auf meine Weise. Oder genauso wie mit dem Remote Viewing, ist dir bestimmt auch 'n Begriff. Das ist ja auch 'ne Technik, die vom Geheimdienst entwickelt wurde, um seine Wahrnehmung zu schärfen und dann vermeintlich, so ist es zumindest überliefert, ins Feld schauen zu können und mit 'ner relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man seine Technik, verfeinert hat,
Dinge zu sehen und niederzuschreiben. Aber da gibt's ja auch wieder dieses Protokoll, ne? So und so und so. Da bin ich auch wieder so: „Ne, das mache ich lieber auf meine Weise.“ Klar, ist toll, wenn der Geheimdienst das so entwickelt hat, aber, äh, das da habe ich nix mit am Hut. Also, ich mache das dann lieber auf meine Technik, ja? Oder ich mache immer gern den Vergleich, auch wenn Strenggläubige alles weg erklären können, frage ich sie: „Wie hältst du's mit jemandem, der auf 'ner einsamen Insel aufgewachsen ist und kein religiöses Buch zur Verfügung hatte, um diese Lehren überhaupt wahrzunehmen?“ Hat er sich dann versündigt oder ist er einfach nur ungebildet oder ist er fein raus, weil er eben nicht belastet ist damit? Also, der kann doch genauso gut zur Erleuchtung kommen, ohne irgendein Buch jemals gesehen zu haben, ne? Also, der Tag der Ausschweifungen heute, mit Ja, gemerkt, genau. aber das Und macht nichts. das ist ja die Und erste ich Regel. Alles der ist Scrollbalken rutscht immer weiter hoch und der Chat, es läuft mir weg, also Ja, ich sage ja, Regel Nummer eins ist ja, alles ist Geist, ne? Und das, wenn der Geist voll vernebelt ist, dann ist alles voll der Nebel. Aber oder wenn der Geist was weiß ich, voll bepackt ist und so, dann denkt man: „Stopp, stopp, 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 stopp." Aber im Grunde brauchen die Leute keine Angst haben. Ihr braucht auch nicht tausendmal das Video neu gucken, Stopp drücken, alles bei Wikipedia, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl, was du auch sagtest, in einem Gefühl zu sein. Und da wird's auch spannend, ne, dass wir deswegen auch, ähm, über ein bestimmtes Gefühl, auf Deutsch nennt man das, glaube ich, sogar Verzückung. Über die Verzückung lernt man zum Beispiel besser und, zum Beispiel wurden heilige Texte auch gerne gesungen anstatt gesprochen, damit man in dieses Gefühl der Verzückung kommt, damit man das Gesungene oder das Wort auf 'ne andere Art irgendwie empfindet und so. Also, es geht wirklich um Gefühle. Es geht um, ja, das einfach alles mal so 'n bisschen zu spüren, was es in einem macht. Und auch, ja, dieser Operation Mindfuck, Leute. Operation Mindfuck ist wirklich ganz, ganz, präsent und real. Das ist, was die seit Jahrzehnten mit uns, den Bevölkerungen der Welt, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden machen, Operation Mindfuck, dass man eben 1.000 verschiedene Sparten und irgendwelche Kategorien öffnet und bildet, damit die Menschen irgendwie den Sinn für das Ganze verlieren. Und deswegen, ja, das, was wir hier rumschwurbeln, ist auch zweitrangig. Es geht um den roten Faden und den kriegt jeder mit, wenn er sich beschäftigt mit den Atem und mit Aufmerksamkeit. Hier Aquaria, grüße dich. Geil. Das finde ich so schön konkret immer diese Aussagen. Also, nein, das ist jetzt wirklich lieb gemeint, so. Heidenei. So. Ja, du bringst es auf den Punkt. Heidenei. Wo sind wir hier nur gelandet auf dieser, Ebene, auf dieser Welt? Ja, und ich komme immer noch nicht hinterher, der Scrollbalken, also, ich scrolle den Chat entlang, aber es tut mir leid, ich kann es nicht alles lesen. Ich komme nicht hinterher. Ihr seid so schön aktiv, und ja, manche sagen, sie können damit nicht viel anfangen und manche sagen, ja, es macht schon Sinn. Ja, wir haben euch da jetzt 'n paar Sachen um die Ohren gehauen, aber, urteilt nicht zu früh, sage ich nur, liebe Leute, ja? Nur weil ihr da jetzt vielleicht zu viel durcheinander seht oder so, das ist ja euer Blickwinkel so und, da würde ich sagen, seid man nicht zu voreilig, und ich komme aber trotzdem nicht hier hinterher. Ich mache jetzt den Sprung auf die neueste Nachricht und leider die letzten 40, 50 habe ich jetzt übersprungen. Verzeiht mir. So. Ja, aber wir sind schon 2,5 Stunden auf Sendung und,
Ich würde sagen, wir kommen auch langsam mal zum Schluss, aber ich will dich jetzt nicht direkt abschneiden, sondern, lassen wir's noch mal kurz, Revue passieren. Also, meinst du hast deine Punkte bisschen rüberbringen können? Wir wollten, wie gesagt, so die einfach mal das vorstellen und, bisschen Interesse wecken und es kam vielleicht jetzt nicht genug durch, was da im Detail noch Sachen sind, die du gefunden hast jetzt bei deiner Suche, ne? Das haben wir ja noch gar nicht hast du jetzt nicht im Detail ausgerollt. Wir haben jetzt vieles kurz angeschnitten und sind von vielen hin und her gesprungen. Ja, das macht's 'n bisschen schwer verdaulich, das mag sein. Aber hey Leute, es kann nichts schaden, da mal, mitzumachen. Ja, also, ich persönlich zum Beispiel also, da sagt man ja auch in Köln sagt man: „Jeder Jack ist anders“, ne? Ich persönlich finde es zum Beispiel super schlimm, so DSDS gucken oder so. Ich hoffe, man wird nicht gestrikt, wenn man das ist jetzt kein Hate Speech oder Markus Lanz, so Sachen kann ich mir persönlich nicht anschauen. Aber Gottes so Willen, das würde ich keine 10 Sekunden aushalten. fraktalistisches Schwurbeln über Gott und die Welt mit gnostisch, esoterisch okkulten Inhalten, also, das ist halt mein Ding und es tut mir leid, wenn nicht alle das toll finden, aber man kann's auch nicht jedem recht machen. Ich hoffe, dass trotzdem alle irgendwie irgend 'n kleinen Nutzen daraus ziehen konnten. Wenn nicht, dann zumindest 'ne schöne Zeit und, tolle 'n schönen Chat. Ich bedanke mich sehr für das Gehör und auch die Plattform, ne, deine Reichweite, echt tolle Leute und, ich muss auch sagen, ich selbst mache ja auch Videos auf meinem YouTube-Kanal, teilweise auch 2 Stunden lang und da komme ich auch noch zu keinem Punkt und Komma. Deswegen also, das ganze Thema können wir auch noch, bis mir auch die restlichen Haare ausfallen, noch besprechen. Von daher denke ich, ist es auch schön, dass wir auch so uns zusammentun, Netzwerke bilden und wenn Bedarf ist, und Interesse, gerne auch vertieft in einzelne Sachen auch noch mal und zu einem späteren Zeitpunkt oder anderen Zeitpunkt noch mal. Ja, und vielen lieben Dank an alle Zuschauer und auch danke für eure Beiträge. Natürlich vielen lieben Dank, Keyvan, dass du, hier das mal, ja, zur Sprache gebracht hast, was deine Themen jetzt da sind und ich hoffe, dass wir 'n bisschen Interesse wecken konnten und wie gesagt, die Reaktionen im Chat sind ja auch nicht repräsentativ. Du kannst davon ausgehen, es gibt auch viele, die jetzt vielleicht ganz interessant fanden, aber das jetzt nicht explizit, schreiben. Aber jetzt kommen doch einige Rückmeldungen und das meiste ist sehr positiv. Und wie gesagt, wir müssen da auch 'n bisschen rücksichtslos sein und wir können uns jetzt nicht plötzlich auf geradlinige, äh, Häppchen einstellen, nur weil manche das so wollen. Den den Gefallen können wir euch nicht tun, ne? Also, in diesem Sinne, liebe Leute, fantastisch, dass ihr da wart. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für euer Interesse. Ja, möglicherweise gibt's nächsten Freitag eine neue Sendung „Virtuelles Lagerfeuer“ und auch noch mal, wenn ihr jetzt ein Thema auch so wie der Keyvan präsentieren möchtet, wo ihr denkt: „Hey, das gibt's nicht im deutschsprachigen Raum, das ist unterrepräsentiert, das sollte man mal bisschen Interesse wecken“, dann könnt ihr mich anschreiben. Und, ich denke mal wir sollten auch mal das Wort Schwurbeln aus der Schmuddelecke rausholen. Was heißt denn Schwurbeln? Schwurbeln könnte man auch sagen, ist etwas wenn jemand was sieht, was er nicht versteht, dass er dann sagt: „Die schwurbeln.“ Muss nicht sein, aber ja. Hase, wer ist denn Hase? Hasi, du bleibst hier. Nein, das war was anderes. Also, Anna hatte große Freude, da freue ich mich auch. Long Dong, weiter vorwärts. Bewusster leben auf jeden Fall. Burly Bear ja, WFX und ich kann euch jetzt alle nicht mit Namen einzeln nennen, aber toll, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank. Vielleicht machen wir noch mal ein
Neudeutsch Follow-up. Nein, mir fiel gerade eine zweite Sendung, genau. Bin auch schon den bösen Anglizismen verfallen. Und dann sehen und hören wir uns bald wieder. Und neue Videos wird es auch geben. Es gab leider in Vergangenheit zu viele Faktoren, die mich davon abgehalten haben, weiterzumachen. Habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt. Und das jetzt hat für mich keine Vorbereitung gebraucht und ist so auf die Schnelle machbar gewesen. Schönen Abend euch allen, habt eine schöne Zeit, eine geruhsame Nacht und bis bald in diesem Universum. Tschüss.